Halleluut, huut abend begeben we uns auf ihn Zeitreis, ihn langsam. Holprig und oft frustrierend Ries entlang der staubigen Strauen, an schlammigen Fade der Opus der 13. Jahrhunderts, stelt juk vor, ist det Rand 1. Kleinen Dorfs, Hapseligeten in Schwissack gepackt, und ihr Hers ist voller Aufregung und Furcht. Die Sonne geht auf, und ihr müsst kilometerweit einem ungewissen Ziel entgegenstaffen. Kein Autobahnen, kein GPS, nur Jorlstein und schlammig Fade. Und mal ehrlich, ohne ein paar blaue Flecken und Geschichten würdet ihr das wohl nicht überstehen. Also, bevor ihr es juk gemütlich macht, nehmt ihr keinen Moment Zeit, das Video zu liken und mich zu abonnieren, eben nur, wenn juk gefällt, was ich hier match. Schreibt mir gern euren Standort und auch Uhrzeit in die Kommentare, ich freue mich. Von wo auf der Welt ihr sie dort und jetzt dimmet das liegt. Schaltet vielleicht einen Ventilator für ein sanftes Hintergrundrauschen ein und lasst uns gemeinsam die Hütedries beginnen. Ihr beginnt mit den Grundlagen, dem Packener wenigen wertvollen Hapseligeten. Das 13. Jahrhundert verseht is nicht, wenn man so viel packt. Die Ausrüstung muss minimal sein, Festschuh, ein Wollmantel, ein Messer, etwas Trockinsbrett. Man verabschiedet sich von Familie und Freunden, deren Gesichter in Mischung aus Hoffnung und Sorg sind. Die Dorfbewohner verabschieden einen, mit Gebeten und Ratschlägen, die man wie Talisman in sich aufnimmt. Man spürt den unebenen Boden unter den Füßen, sobald man die Strau betritt. Und als alles mit deren Autobahnen sind dies oft kaum mehr als Feldweg. Übersät mit Spirillen von unselligen Karren und Hufen. Jeder Schritt erfordert voll Aufmerksamkeit. Ein Feldtritt kann einen Verstockten schon bedeuten, meilenweit entfernt von Hilfe. Schon bald wird einem die Realität der mittelalterlichen Reisens bewusst. Der Weg wird entstanden. Jemison, oft unterbrochen durch Wetter, Muddigkeit oder einfach die Notwendigkeit, Schatz zu finden. Ist je kein abgesungen und Geduld ist nicht nur intagend, sie ist belebensig. In Gedanken gern sie die vielen Strapassen durch, die wir innen liegen, riechen der Kleidung. Karges Essen, feindselig fremd und die allgegenwärtige Gefahr einer Krankheit. Aber auch die Hoffnung auf neue Horizonte, Geschichten, die es zu erzählen gilt, und die gelegentliche Freundlichkeit von Fremden. Historiker streiten sich noch immer darüber, wie häufig und gefährlich Reisen im Mittelalter wirklich waren. Doch als sind sich einig, dass es in solcher War die Körper und Geist auf die Probe stellt. Rennt sie sich von vertrauten Gefilden ins Unbekannt schleppen, schärfen sich ihr Sinn, der Duft folgt der Erde, der Vogel auf innen. Das Fernklappen von Hufen. Dies ist nicht nur in Ries Eberland, sondern in langsam Ries durch die Zeit selbst.c richten ihren Mantel, legen ihren Schritt. Fest an beginnen, den Rhythmus des Strauens nehmen, den langsamen, unerbittlichen Marsch vorwärts in die Geschichte. Asterisk du atmest tief durch und verlegest das Gewicht deines Rucksacks. Du spürst den ständigen Druck auf deinen Schultern, an deinem Rücken, beim Packen für ihn Ries im 13. Jahrhundert geht es nicht nur um Komfort oder Still. Es ist in Frage der Belebens, und jeder Gegenstand muss seine Existenz rechtfertigen. Du weißt, je langsamer du riechst, desto abhängiger wirst du von den wenigen Besitztümern, die du mitnehmen kannst. Heutzutage gibt es kein Leichtausrüstung mehr, kein schnellen Nachschubbenglitschenten und schon gar kein Roststutten unterwegs. Dein Rucksack ist in bescheiden Sammlung wichtiger Dinge. Süße Mengen hat aus groben Leinen und Leder. Entfüllt einen kleinen Holzbecher, einen Lederbeutel mit Schiffschwieback, einen geschlagenen Feuerstein zum Feuermachen und ein Messer, dessen Holzgriff vom jahrelangen Gebrauch glatt geworden ist. Jeder Gegenstand wird sorgfältig ausgewählt, um Notwendigkeit und Haltbarkeit in Einklang zu bringen, und dennoch fragst du dich, ob du so viel oder so wenig einpackt hast dort den am Hang. Tief indigoblau gefärbt, bestet aus dicker Wohl, unversichtbar zum Schutz für der bejenden Kälte der von morgens und dem bejenden Wind.
De Dutch die Bumeum straun round pfeift. A fault sich rauw auf der Hortan. Schatzt eben vor Keolte, Regen und soge gelegentlichen Kratzen. Dutch Dornen ode Gestrup. Derente ist dien Tunica aus groben Leinen, dien Stiefel aus robusten Leder. En mehreren Stellen von früheren Reisen geflickt. Du heilst in. Und die Riemen fest zu sehen und die Bindungen zu überbrücken sicher Stellen, das sich beim. Weiterstaffen nichts gefällig verschied. Dien zu tragen die Spuren lange Wanderungen. Riss in Leder, dann Sohlen, eben sie halten fest. Du kennst den Schmerz von Bläsen. Und die Frustration durch weite Stiefel nach einem Tag durch Samen Regen. Essen ist wie like dien great Sorge. Du hast Getrignietsbrot und Gepickels Schweinfleisch einpackt, eben du weit. Das dies vorit nur für ein Partage reichen würden. Frische Lebensmittel unterwegs sind unberechenbar. Wildbeeren können verlockend. Eben manchmal gefällig sein. Und die Mahlzeiten in Gasthäusern oder in Marktstanden sind oft dürftig. Und manchmal nicht sehr sauber. Die Gefahr einer. Erkrankung durch schlechtes Essen ist allgegenwärtig. Du erinnerst dich an die Geschichten aus deinem Dorf Reisende. Die unter verdorbenem Fleisch litten Reisende, denen es noch schlimmer ging. Du hast gericht gehört, dass sich Pest und Rohr wie ein Lauffeuer entlang der Handelsrouten ausbreiten. Dieses Wissen belastet deinen ohnehin schon schweren Rucksack zusätzlich. Und Earth dien VORSICHT dort Wasser ist kostbar. Du trägst ein klein Lederflasch bei dir, die mit Wuchshaus gekleidet ist, damit kein Wasser durchsickert. So Biers Wasser zu finden bedeutet, das Land sorgfältig zu beobachten, die Spuren zu folgen. Auf das Rauschen von Bekein zu lauschen oder den, ein Heimischen zu vertrauen. Doch du weit nur so gut, das selbst klares Wasser unsichtbar gefernbergt und die Möglichkeiten zur Reinigung begrenzt. Sind dort du denkst an die Ersatzgliedern deines Rucksacks. Ein Duns Leinenhemd und ein paar grob Wollstrumpf. Wechselnd. Kleidung ist ein seltener Luxus, eben unerlässlich, den Güssen und vorhin Wohlsebugen. Die Reisen plagen. Waschen ist ein noch selteneres Vergnügen. Oft beschränkt es sich auf das Abwischen von Hunden und Gesicht oder ein Kurses Bad. Im Bock dort ein kleiner Kugütebeutel ist ein Trost und in Notwendigkeit. Kamil beruhigt die Nerven, Weidenrind lindert Schmerzen und Knoblauch büht Infektionen vor. So, hoffen Sie meintest. Dies Heilmittel basieren auf überliefertem Wissen. Eine Mischung aus Volksweisheit und dem begrenzten medizinischen. Verstand ist der Monologen zeigt, dort Sie denken über Ihr Werk sequel nach. Ein stabler Holstab dient als Gehilf. The Abwehr wilde Tier und als Symbol ihrer Reisidentität. Das Messer ist der ständige Begleiter und wird für Eils verwendet. Von der Essenszubereitung bis zum Seilschneiden. Das Gewicht dieser Besitztümer ist nicht nur physisch, sondern auch in mental Belastung. Sie müssen Lebensmittel rationieren, Wasser sperren und auf ihr Habseligkeiten aufpassen, damit sie nicht im Schlamm oder im Chaos des Straues Wichtiges verlieren. Jeder Verlust oder Schaden fällt sich. Why ein persönliches Versagen und in Bedrohung für ihr Überleben? Ein Packen ist ein Ritual für jeder Ries, doch dieses malfällt sich schwerer an. Du verstehst den wenigen Vorrat, schnallst deinen Mantel und wappnest dich für die Langentage, die wird dir liegen. Hier ist keinen Luxus, nur das enteigst. As Gwelt nach Zweck wickert und strapazifikt. Du richtest deinen Rucksack noch einmal ein und begibst dich auf den Weg. Historiker diskutieren noch immer darüber. Why ein heiklich mittelalterlich Reisend in Sackengepäck und Ausrüstung wären. Manch argumentieren, dass Wohlhaben Kaufflut speziell Ausrüstung und Proviant mit sich forten. Rentbauern und Pilger oft minimal, oft improvisiert verriet Engwesen wären. Und jetzt dessen wo die Realit immer langsam, schwierig und unvorhersehbar. Rend du dich buigst, wirst du dir immer bewusster. Why jeder Gegenstand mit deiner Ries interagiert. Die Rari will spikert worm, aber auch fugtiget, das Brit ist dicht und trocken. Aber bestendig, der Wunderstaber leitet den Schritt. Wird aber nach stundenlangem Gebrauch schwer.
Du lernst dies WIDERSP Rutsch auszugleichen und dein Tempo und deinen Rhythmus anzupassen. Dein Strau ist unerbittlich, aber dein Rucksack ist dein Lebensmittel. Erstmal wird unter deinen Füßen, dein Atem ist in der kühlen Morgenluft sichtbar. Du stellst dir den Weg vor, der sich für dir windet, schlammige Felder, jorlt. Oder und das langsam Kriechen in Richtung ferner Horizonte. Die Sonne steht her und wärmt deinen Rücken. Du heilst Kersinn, und deinen Rucksack zu richten und dir den Schweif an der Stirn zu wischen. Der Rucksack fällt sich jetzt schwerer an in Erinnerung daran. Dass jeder Schritt hart erarbeitet ist. Packen bedeutet nicht nur, was man trägt, sondern auch, why man es trägt. In ausgeglichen Last spart Energy. Ein schlecht vorbereiteter Reisende bringt für der Hälfte der Reise zusammen. Den Gedanken schweifen zu den geschickten Wöhleriner Reisende, die nicht durch Anfall, sondern durch Erschöpfung und mangelnde Vorbereitung umkämen. Du schwörst, dir besser zu werden und auf deinen Körper und das Land zu hören. Die sorgfältige Vorbereitung ist die Grundlage für die langsame Reise, die für dir liegt. Jeder Gegenstand, den du trägst, jede Entscheidung, die du triffst, prägt dein Überleben. Du schleppst dich weiter, dein Rucksack ist dein Last, aber auch in Beruhigung ein Bundle aus Hoffnungen, Werkzeugen und Erinnerungen, das du über Jahrhundert und. Du marschierst weiter, dein Strauer streckt sich für dir wie ein Erdband, das sich trägt durch Felder, Wälder und verstrübt Dörfer schlängelt. Die Art der Reisens im 13. Jahrhundert, but wenig Komfort und noch weniger Garantien für Geschwindigkeit. Meistens dienen dir den eigenen Fuelsmotor, der dich Schritt für Schritt durch diese kluftet Landschaft tritt. Wo Glück hat, kann mitfördern oder kutschen dein Muddigkeit lindern. Doch auch dies bringen ihr eigenen Herausforderungen und Einschränkungen mit sich. Zu verstehen, why Reisen in dieser Zeit funktionierte, ist entscheidend, zu begreifen. Was Überleben auf diesen langsamen Reisen wirklich bedeutet. So viel zu gern ist das Rückgrat der mittelalterlichen Reisens. Es ist unkompliziert, bequem und erfordert auf festen Schuhen und einem Stock zur Stabilisierung kein bessere Ausrüstung. Doch es ist dort anstrengend. Den Bein schmerzen nach standen lange stetige Bewegung. Den Muskeln verspannen sich für Müdigkeit und Dauer. Ständigen wiederholender Schritt. Schnell bilden sich Bläsen. Die unter Abjetrigenen Lederstiefeln scheuen. Die Strauß selbst ist uneben, in Mischung aus festgetretener Erde, losen Steinen und regenvollen tückischem Schlamm. Du hältst den Blick fest auf den Weg gerichtet und passt dein Tempo an, nicht überworn Karren hinterlassen, Spirillen zu stolpern oder auf glatten Steinen auszurutschen. Dein Stab klopft rhythmisch. Ein stetiges Metronom begleitet deinen Atem und den Schritt. Die Landschaft verschwindet zu einem Mosaik aus Feldern, gesäumt von Hecken, Olchen und vielen selten Bauernhausen oder Kapellen. Wenn du das Glück hast, ein Pferd zu reiten, verändert den Reis ihren Charakter. Der gleichmäßige Gang. Der Tier drückt dich schneller und müheloser voran, doch fördernd ständig fliegt. Die Sättel der damaligen Zeit sind einfach und hart, bieten wenig Komfort und verursachen auf langen Ritten oft Wandern. Du beobachtest dein Reiter sorgfältig und heilst häufig an, dich ausschauen und zu fressen. Wasser und Futter für das Pferd sind nicht Güter. Du sagst die Landschaft nicht Grasflecken oder Bekein ab, die für deinen Begleiter gehnet. Sind ein müdes oder krankes Pferd ist in ernsthaft Belastung. Und es verlangsamt sich den Reis dramatisch. Karren oder Wagen können Güter oder mehrere Reisen transportieren. Doch die Strauen sind selten sanft zu Radfahrzeugen. Räder bleiben im Schlamm stecken, Achsen brechen
an der unebbing Boden verorsagt Stundages ratteln. Reperturen sind häufig und oft improvisiert und erfordern Workzeuge und Fähigkeiten, die man hoffentlich besitzt oder bei seinen Reisegefährten findet. Reisende gehen oft neben den Karren her und schieben oder fahren die Tiere, die schwer lassen sehen. Das Tempo ist langsam und unvorhersehbar und wird vom schlechtesten Straßenstand oder dem schwierigsten Mitglied der Gruppe bestimmt. Kombinierte Reisarten sind leicht. Man reitet vielleicht ein paar Stunden, bevor man absteigt, und neben dem Pferd oder Wagen gehen. Diese Kombination bringt Geschwindigkeit und Ausdauer ins Gleichgewicht. Macht die Reise aber komplexer. Historiker diskutieren noch immer über die durchschnittliche Entfernung, die mittelalterliche Reisende in einem Tag zurücklegten. Einige Chroniken berichten von 20 oder mehr zurückgelegten Meilen, doch das sind Ausnahmen. Gleicherweise gelten bis 15 Meilen als Gut-Tagsreisezeit auf gepflegten Straßen. Schlechte Wetter, schlechtes Wetter und ein schlechter Gesundheitszustand verlangsamen das Vorankommen oft zusätzlich. Das langsame Tempo ist frustrierend, aber erwartungsgemäß. Mittelalterliche Straßen sind in erster Linie für den lokalen Gebrauch und Handel und nicht für Fernreisen konzipiert. Ihre Instandhaltung von den örtlichen Herren oder Gemeinden ab, was oft zu einer lückenhaften Qualität führt. Du nimmst die Geräusche dich herum wahr, das Klappen wollen, hoffen, das Narren von Holzreiten, das Geplapper anderer Reisender. Wegelhaschen zwischen den Steinarmen, ihr Gesang lenkt flüchtig von der harten Strau ab. Den Gedanken schweifen zu den schönen Momenten in Klang der Weges. In Kulbreis an einem heilen Tag, der Schatten einer ausladenden Eik, ein Fleck Waldblumen, der den Hand streift. Reisen zu Fuß oder zu Pferd erfordert Ausdauer und Geduld. Das langsam Vorankommen zwingt dich in einen meditierenden Rhythmus, deinen Geist auf die Landschaft und die Empfindungen der Bewegung einstimmend. Jede Meile ist ein kleiner Sieg, jeder Schritt ein stiller Willensbeweis gegen Müdigkeit, Wetter und Unruhigkeit. Du erinnerst dich an die Geschichte eines Reisenden von einer Reise über die Alpen, wo Stilfäd und tückisches Wetter das Vorankommen kuggelnd langsam machten. Damit, dessen durchhaltenden Tick war, schwingt tief in dir mit, manchmal gehst du schweigend. Lauschst den leisen Nörschen deiner Schritt auf dem Schotter, dem fernen Murmeln eines Baches oder dem Rascheln der Butter im Wind. Die Gesellschaft, Dienstpferds oder Packtiers wird zu einer Quelle der Trosts. Ihr gleichmäßiger Atem und ihr warm Gegenwart lindern die Einsamkeit der Weges. Ausdruck doch Reisen ist oft einsam. Der Reisende streckt sich endlos und das Ziel bleibt tief fern und unerreichbar. Du denkst darüber nach, wie modern Reisende über Stores und Versicherungen klagen, und die Ausdauer und Entschlossenheit zu kennen, die mittelalterliche Reisen erforderten. Das langsame Tempo fördert Beobachtung und Reflexion. Du nimmst die wechselnden Muster von Licht und Schatten wahr, die Texturen von Rind und Stein, die fernen Silhouetten von Dörfern in Lernen. Reisen ist nicht nur körperliche Bewegung, sondern ein Durchkehren von Zeit, Landschaft und innere Einkehr. Wenn die Sonne hersteht, richtest du deinen Rucksack, spürst den Schwei deinen Rücken hinunter innen und gehst dich in den langen, gemessenen Rhythmus des Strau. Die Reise geht weiter, langsam, unsicher und reich an Erfahrungen. Du marschierst weiter, die Strau streckt sich für dir wie ein Erband. Das sich trägt durch Felder, Wälder und verstrüht Dörfer schlängelt. Die Art der Reisens im 13. Jahrhundert, but wenig Komfort und noch weniger Garantien für Geschwindigkeit.
Meistens dienen den eigenen Fuelsmotor. Der Dick Schritt für Schritt durch diese Kluftet Landschaft tritt. Wo Glück hat, kann mitverden oder Katschen dein Modikkeit lindern. Doch auch dies bringen ihr eigenen Herausforderungen und Einschränkungen mit sich. Zu verstehen, wie Reisen in dieser Zeit funktionierte, ist entscheidend, zu begreifen, was Überleben auf diesen langsamen Reisen wirklich bedeutet. So gern ist das Rückgrat der mittelalterlichen Reisens. Es ist unkompliziert, bequem und erfordert auf festen Schuhen und einem Stock zur Stabilisierung kein bessere Ausrüstung. Doch es ist dort anstrengend. Den Bein schmerzen nach stundenlanger stetiger Bewegung. Den Muskeln verspannen sich Vermüdigkeit und der ständigen wiederholender Schritt. Schnell bilden sich Bläsen, die unter abgetragenen Lederstiefeln scheuen. Die Strauß selbst ist an Eben in Mischung aus festgetretener Erde, losen Steinen und regenvollen tückischem Schlamm. Du hältst den Blick fest auf den Weg gerichtet und passt dein Tempo an, und nicht ebenwohl Karren hinterlassen. Spiralen zu stolpern oder auf glatten Steinen ausrutschen. Dein Stab klopft rhythmisch. Ein stetiges Metronom begleitet deinen Atem und den Schritt. Die Landschaft verschwimmt zu einem Mosaik aus Feldern, gesäumt von Hecken, Bulchen und wirren selten Bauernhausen oder Kapellen. Wenn du das Glück hast, ein Pferd zu reiten, verändert den Ries ihren Charakter. Der gleichmäßige Gang. Der Tier drückt dich schneller und müheloser voran, doch förderten ständig Fliege. Die Sättel der damaligen Zeit sind einfach und hart, bieten wenig Komfort und verursachen auf langen Ritten oft Wunden. Du beobachtest dein Reiter sorgfältig und heilst häufig an, dich ausschauen und zu fressen. Wasser und Futter für das Pferd sind nicht Güter. Du sagst die Landschaft nicht großflächig oder bekein ab, die für deinen Begleiter gehnet. Sind ein müdes oder krankes Pferd ist in ernsthaft Belastung. Und es verlangsamt sich den Ries dramatisch. Karren oder Wagen können Güter oder mehrere Reisen transportieren. Doch die Straßen sind selten sanft zu Radfahrzeugen. Räder bleiben im Schlamm stecken, Achsen brechen, und der unebigen Boden verursacht ständiges Ratteln. Reparaturen sind häufig und oft improvisiert und erfordern Werkzeug und Fähigkeiten, die man hoffentlich besitzt oder bei seinen Reisegefährten findet. Reisen gehen oft neben den Karren her und schieben oder fahren die Tiere, die schwer. Lassen sehen. Das Tempo ist langsam und unvorhersehbar und wird vom schlechtesten Straßenzustand oder dem schwächsten Mitglied der Gruppe bestimmt. Kombinierte Reisarten sind leicht. Man reitet vielleicht ein paar Stunden, bevor man absteigt, und neben dem Pferd oder Wagen herzugehen. Diese Kombination bringt Geschwindigkeit und Ausdauer ins Gleichgewicht. Macht die Reise aber komplexer. Historiker diskutieren noch immer über die durchschnittliche Entfernung, die mittelalterliche Reisende in einem Tag zurücklegten. Einige Chroniken berichten von 20 oder mehr zurückgelegten Meilen, doch das sind Ausnahmen. Blickerweise gelten sind bis 15 Meilen als Gut-Tagsreisezeit auf gepflegten Straßen. Schlechte Weg, schlechtes Wetter und ein schlechter Gesundheitszustand verlangsamen das Vorankommen oft zusätzlich. Das langsame Tempo ist frustrierend, aber erwartungsgemäß. Mittelalterliche Straßen sind in erster Linie für den lokalen Gebrauch und Handel und nicht für Fernreisen konzipiert. Ihre Instandhaltung hängt von den örtlichen Herren oder Gemeinden ab, was oft zu einer lückenhaften Qualität führt. Du nimmst die Geräusche dich Herren wahr, das klappen wollen, hoffen, das Narren wollen Holzreiten,
das Geplapper anderer Reisender. Wegelhaschen zwischen den Sten Ammer, ihr Gesang lenkt flachtig von der harten Strau ab. Den Gedanken schweifen zu den schönen Momenten in Klang der Weges. In Kulbreis an einem heiligen Tag, der Schatten einer ausladenden Eik, ein Fleck Wildblumen, der den Hand streift. Reisen zu Fu oder zu Pferd erfordert Ausdauer und Geduld. Das langsam Vorankommens winkt dich in einen meditierenden Rhythmus. Deinen Geist auf die Landschaft und die Empfindungen der Bewegung einstimmend. Jede Meile ist ein kleiner Sieg. Jeder Schritt ein stiller Willensbeweis gegen Müdigkeit, Wetter und Unruhigkeit. Du erinnerst dich an die Geschichte deines Reisenden von einer Reise über die Alpen, wo Stil fade und tückisches Wetter das Vorankommen Land langsam machten. Damit, diesen durchhaltenden Tick war, schwingt tief in dir mit, manchmal gehst du schweigend. Lauschst dem leisen Nörschen deiner Schritt auf dem Schotter, dem fernen Murmeln eines Baches oder dem Rascheln der Butter im Wind. Die Gesellschaft, Dienstpferds oder Packtiers wird zu einer Quelle der Trosts. It bleibt meiger Atem und ihr Wohngegenwart lindern die Einsamkeit der Weges. Asterisk doch Reisen ist oft einsam. Der Reisende streckt sich endlos und das Ziel bleibt tief fern und unerreichbar. Du denkst darüber nach, wie modern Reisende Eberstores und Versicherungen klagen. Und die Ausdauer und Entschlossenheit zu kennen, die mittelalterliche Reisen erforderten. Das langsam Tempo fördert Beobachtung und Reflexion. Du nimmst die wechselnden Muster von Licht und Schatten wahr, die Texturen von Rind und Stein, die fernen Silhouetten von Dörfern hinterlassen. Reisen ist nicht nur körperliche Bewegung, sondern ein Durchkehren von Zeit, Landschaft und innere Einkehr. Während die Sonne hersteht, richtest du deinen Rucksack, spürst den Schwei deinen Rücken hinter innen und gewöhnst dich an den langen, gemessenen Rhythmus des Strau. Die Reise geht weiter, langsam, unsicher und reich an Erfahrungen. Du marschierst weiter, den Stiefel von Schlamm und Abnutzung. Und der nackende Hunger in deinem Boot schärft den Sinn. Nahrung ist auf mittelalterlichen Strauen so lebenswichtig. Why die Luft zum Atmen, doch oft die unzerkürst Versorgung. Und als die städtische Verfügbarkeit, die wir heute für selbstverständlich halten. Wo die Versorgung im 13. Jahrhundert ein ständiges Ritzel aus Knappheit, Konservierung und sorgfältige Rationierung zu verstehen, why Reisen sich anhütten und Ebeletten während viel über die langsam. Oft Sommerbend nach diese Reisen dort in deinem Rucksack findest du, was du tragen konntest, ditcht. Trocken Schiffschwieback, Gesselzins Schweinfleisch, die gegen Fügtiget verpackt, und vielleicht ein paar Zwiebeln oder Getreideküter. Frisch Lebensmittel sind ein seltener Luxus. Obität auf Strainmärkten oder geschenkt von großzügigen Dorfbrunnen. Du geniet gelegentlich in Wildbier, die du von Sträuchen gepflegt hast. Bist stets auf der Haut vergiftigen sollten. Hungersentät und Missenten machen frisch verriet unzuverlässig, monat der Risiken vergehen. Rennt man sich ausgleich auf Konserven verlässt. Die Mahlzeiten sind bescheiden. Schiffschwieback ist geschmacklos unser und soll. Monatlang Reisen abstechen ohne zu würdigen. Ein Akt Deisen ist eben ein wichtiger Brennstoff. Gesselzins Schweinfleisch ist sulzig unser. Eben kleinem Fewer gegart, spendet is, selten Wurm und Geschmack. An manchen Tagen bestet ihr ein Rang wie leicht nur aus trockenem Brot und Wasser. In eindringlicher Erinnerung an die strappende Reis, sieren sich in ihr letzt. Mahlzeit lager Fewer. Ein paar Brotkrummel. Ein Handvoll Trockenfrucht und ein Schluck werdenden Wein.
das vernistet. Sein Wurm war ein kleiner Trost gegen die kalte Abendluft. Und sie hermauern an der Reisende nicht bescheiden. Kost, gesättigt von Müdigkeit und Hunger gesegnet. Die Lebensmittelche ist preker. Verdorbenes Fleisch oder verenreinigtes Wasser kann schwer Krankheiten verursachen. Roh und Lebensmittelwirkung sind häufig Gefahren, die ein Ries vollseitig binden kann. Sie tragen ein kleines Säckchen mit guten Weinoblaug. Und mens bei sich, denen ihn Schutz im Wirken vor Infektionen zugeschrieben wird. Dies Heilmittel sind ebenso Tradition wie Medizin, bieten aber auch psychischen Trost. Der Einkauf von Lebensmitteln unterwegs ist nicht einfach. Gasthäuser und Tavernen bieten Mahlzeiten an. Doch die Preise variieren stark und sind für Reisende oft überhöht. Die Qualität ist unsicher. Gelegentlich findet man einen warmen Eintopf aus Bohnen und Wurzelgemüse oder ein Stockkeks. Manchmal ist das Essen jedoch dürftig und die Atmosphäre überfüllt und abweisend. Rationierung ist unerlässlich. Man teilt sein Vorrat kleine Portionen auf, geniert jeden Bissen und das ist den Verse so. Das bis zur nächsten Gelegenheit reicht. Übermäßiger Hunger kann Moral und Kraft schwächen, doch bei übermäßigem Genuss bestet die Gefahr. Das einem verreichende nächsten Siedlung die Vorrat ausgehen. Essen zu teilen ist ein sozialer Akt. Ein Lagerführen oder in übervollten. Gasthäusen tauschen Reisende, was sie haben. Brot gegen Wein, Trockenfleisch gegen frisches Obst. Dieser Tausch fördert Kameradschaft und gemeinsames Überleben und macht die Strahl zu einer fragilen Gemeinschaft. Jagen und Sammeln ergänzen. Die Rang. Man kann einen einfachen Bogen oder ein Netz mitführen, Kaninchen, Wegel oder Fisch zu fangen. Die solch nachessbaren Pflanzen und Pilzen erfordert Wissen und Vorsicht. Denn Fälle knendlich sein. Sie lernen häufig wohlgemeint. Sickerarten, Brennnesseln, Belauch, Hollanderbeeren, zu erkennen und gleichzeitig gefährlich Doppelgänger zu vermeiden. Konservierungsmen sind zwar Rudimente, aber unerlässlich. Salzen, Ratschern, Trocknen und einigen Wörlingen die Haltbarkeit von Fleisch, Fisch und Gemüse. Diese über Generationen weitergegebenen Techniken sind entscheidend für das Überleben auf langen Reisen. Asterisk sich in die Geschichte. Eins Reisenden, der in Woch lang mitkommt mehr als Eicheln und Luwan Sanduten jebelet. Nachdem im Wald gestrandet war. Solch Geschichten inspirieren zu widerstandsfähig und einflussreichem, die Jahreszeiten prägen die Nahrungsverfügung. Der Sommer bietet Frischbeeren und Wildkräuter, während der Winter oft Vorrat eingewiesen ist. Sie passen ihren Rang der Mann, was das Land bietet, und akzeptieren manchmal weniger schmackhaft Kost. Essen ist dort ein Moment der Ruhe. Jede Mahlzeit unterbricht die Monotonie des und bietet Wärme und Nahrung. Die Zubereitung wollen. Essen, das Ansenden eines Viewers, das Kochen überkohlen, geht ihren Tag holt und spendet Trost. Mahlzeiten werden schnell und ohne Zeremonie genommen. Sie essen mit den Händen oder einem einfachen Holzlöffel und teilen sich, wenn möglich. Schüsseln mit anderen. Hygiene ist minimal, Schmutz und Dreck vermischen sich mit dem Essen. Sie achten darauf, neben dem Essen ausreichend zu trinken. Trocken, solche Lebensmittel machen Wasserkonsum unerlässlich, obwohl Wasser oft knapp und Potenzial verunreinigt ist. Trotz aller Strapazen verbindet die Essen mit Land und Leuten. Du schätzt die Momente, wenn ein freundlicher Bauer frisches Brot anbietet oder ein Händler Honig verkauft, ihn zuredet. Der langsame Rhythmus des Essens spiegelt das Tempo der Reis wider. Jameson.
Vorsichtig und Ausdauer du kostnachtdienlich und geniert jeden bisschen nicht zum Vergnügen, sondern zu überleben im Bewusstsein, dass jeder Krummel ein kleines Sieg gegen Hunger und Müdigkeit ist. Dein Nahrung auf der Straße bescheiden, überlebenswichtig und Gruppe und Geistkraft für die kommenden Kilometer. Du erhebst dich von deiner Kursen Mahlzeit, dein Gepäck gesichert und der Geist gestärkt, bereit für den langen, langsamen Marsch, der für dir liegt. Die Luft wird schwerer, rennt die Mittelsen über dir steht. Schweibeln den Stirn hinuntersiert und deinen Wohlmantel durchnisst. Dir wird klar, dass das Überleben auf einer Reise in 13 Jahrhundert nicht nur davon abhängt, was du mit dir herenträgst, sondern auch davon, wie du mit einer der grundlegendsten und zugleich lebenswichtigsten Ressourcen umgehst. Wasser. So wie es, frisches Wasser ist den Lebensmittel. Doch ist in den ländlichen Weiten der mittelalterlichen Europas zu finden, ist die tägliche Herausforderung voller Unsicherheit und Risiko. Du suchst die Landschaft für dir nach Zeichen ab, einem Sonnenstrahl auf einem fernen Berg, dem leisen Rauschen von Wasser über Steinen oder Weggeln, die über dir kreisen. Wasserquellen sind selten markiert, und du verlässt dich stark auf natürliche Hinweise und Ortskenntnis. Wenn du in Quell oder einen Brunnen findest, ist das ein Grund zum Feiern. Aber du nimmst die Sicherheit der Wassers nicht als selbstverständlich entscheiden, dort das Risiko einer Verunreinigung ist hoch. Stechen Tempel beherbergen Krankheiten. Fluss können menschlich und tierische Abfall mit sich führen. Du kennst Reisende, die nach dem Trinken von unbehandeltem Wasser krank werden und deren Kraft unterwegs schnell schwunden. Die Symptome Krampfe, Fieber, Erschöpfung können schnell einsetzen und lähmend sein. Ihr kleine Lederflasche enthält kostbares Wasser mit Wuchs gegliedert. Am Einauslaufen zu verhindern, aber sie leert sich schnell. Sie rationieren jeden Schlag, wohl wissend, dass das deren Geist trott und Energie raubt. In verzweifelten Zeiten können sie Regenwasser in Holland kürbisen oder provisorischen Gefäßen sammeln, in willkommene Abwechslung in der Perioden. Wasser. Über dem Feuer abzukochen ist diese Kirstmethode ist zu reinigen. Doch Brennholz ist knapp und daraufhin beträchtlich. Sie tragen ein kleines Bundle Kajüte Minz. Thymian oder Kamille, basic und geschmackend, so hoffen sie, reinigende Eigenschaften zu verleihen. Dies botanischen Hilfsmittel spiegeln die Mischung aus praktischem Wissen und Volksglauben wider. Manchmal greifen sie darauf zurück, Wasser durch Stoff oder Sand zu filtern, Methoden, die ihnen erfahrene Reisende oder einheimisch beibringen. Diese Techniken reduzieren Verunreinigungen, garantieren aber keine Sicherheit. Klster und der Verwerfungen oft überbrunnen oder Zisternen mit sicherem Wasser. Doch der Zugang kann eingeschränkt oder das Wasser rationiert sein. Singen. Sich diesen Quellen mit einer Mischung aus Hoffnung und Vorsicht. Renndauer oder im Winter kann Wasser Nachheit Reisen zum Erliegen bringen. Biberchi-Versigen zu Rinseln, Brunnen gefrieren oder laufen sie neig. Sieren und sich in geschickten Wohnkarawanen, die Tageling festzorn, gezwungen wären. Wasser zu rationieren und Hilfe zu bieten, dort Wasser beeinflusst ihren Reisplan. Sie planen Routen in zuverlässige Quellen und legen Rastplätze und Lagerfeuer entsprechend ein. Die Aussicht auf einen sauberen Bock kann ihr Stimmen nach langen Stunden haben. Ihr Körper reagiert stark auf Dehydration, trockener Mund, Kopfschmerzen, Müdigkeit und sie lernen, genau auf diese Warnzeichen zu achten. Zu wenig trinken macht sie träge,
so viel trinken aus unsicheren Quellen riskiert Krankheiten. Sie teilen Wasser sorgfältig mit ihren Gefährten im Bewusstsein, dass Egoismus Unheil bedeuten kann. Die sozialen Bindungen, die in diesen Momenten entstehen, sind so wirklich überlebenswichtig. Die Tierwelt weist auf den Standort der Wassers hin. Du folgst Hörspielen oder heilst aus Honach Froschgeschrei und wirst aus den Signalen der Natur. Doch die Wildnis birgt Gefahren, Schlangen und Wasserstellen, steckende Insekten und manchmal auch feindselige Tiere. Wasser ist ein Symbol jenseits der physischen Notwendigkeit. Pilger und Reisende führen oft Ritual in Quellen oder Flossen durch, segnen das Wasser oder sich selbst an Sockenschutz und Ernährung. Du trägst einen kleinen Talisman oder ein Kreuz bei dir, das du gelegentlich in Wasser tauchst, im Glauben, dass es sowohl geistig als auch körperlich Reinigung bietet. Das langsam. Bewusst finden, sammeln und trinken von Wasser wird zum Rhythmus der Reise, zu einem Tanz zwischen Überleben und Glauben. Du heilst in einer klaren, sprudelnden Quelle, das kalte Wasser lindert ausgetrocknet nicht Lippen und müde Glieder. Der Geschmack ist frisch und so. Ein Moment der Nähe in der strapazierte Reise. Erfrischt füllst du den Flasch wieder auf im Bewusstsein, dass dieses Geschenk kostbar und würglich ist. Die Reise geht weiter mit Wasser als Nahrung. Und WEGWEISE.IHRI Schritt fühlen sich leichter an, wenn sie die Quelle hinter sich lassen und die lebensspendende Essenz in ihren Rucksack und ihre Ziel tragen. Du gehst vorsichtig voran, rennt die spätnachmittagsen lang Schatten auf den unebenen Boden wirft. Jeder Schritt erinnert daran, dass es bei der langsamen Reise der Reisenden im 13. Jahrhundert ebenso sehr Ausdauer wie das Ziel geht. Jetzt, nach Tagen oder Wochen unterwegs, gehen die Herausforderungen überprüfend und gelähmt hinaus. Die Müdigkeit krübt in die Nacken und der menschliche Körper verlangt nach Ruhe. Doch Ruhe auf mittelalterlichen Strauen ist kein blauer Luxus. Du verbringst dein im Freien in Gasthäusern, Bauernhausen oder unter freiem Himmel. Und jede Umgebung bringt ihr eigenen Herausforderungen für Körper und Geist mit sich. Mit Einbruch der Dämmerung wird die Such nach einer Unterkunft dringend. Gasthäuser und Herbergen sind selten Julen entlang der Route. Ihr warmen Herd und einfachen Betten sind nach einem Tag voller Kilometer überfüllt und Stein begehrt. Doch diese Unterkunft bieten nach modernen Mossben wenig Komfort. Der Gemeinschaftsraum ist überfüllt und laut, erfüllt vom Geruch von Kaffeeuen, androschenen Kröpern und Wehe, das im Schutz vor Diebstahl oder Kälte hierin gebracht wird. Schlafräume sind oft Gemeinschaftsräume, in denen Reisende Seat auf strohgefüllten Pritschen schlafen. Nach einem langen Tag betrittst du ein solches Gasthaus, den few schmerzen. Dein Mantel ist feucht von Schweiß und Regen. Der Holzboden naht unter deinen Füßen und du atmest die Rotschheid salzig Luft ein. Die Wirtin, in Frau mit einem wissenden Lächeln, weist dir einen Platz zwischen den müden Pilgern und Händlern, die sich bereits für die Nacht niedergelassen haben. Ist kein Privatzimmer für dich, Privatsphäre ist ein seltenes Privileg, das meist den Reichen und Adligen wohlbehalten ist. Du legst dein Bundel ab und streckst die Beine aus, dankbar für dies kleine Ruhepaus. Das Bett ist in Einweg strupprig, plumpig und rau unter deinem Körper. Du deckst dich mit deinem Mantel zu und spürst sein raue Wohl auf deiner Haut. Why kann zerkritzt vom Reisen? Dich herum erfüllt Stimmenschwur, Hassen und gelegentliches Schnarchen die Luft. Der Schlaf kommt nur widerwillig,
unterbrochen vom Schlürfen der Krippe und der Kälte, die durch die ritzende Holzwind dringt, wenn kein Gasthaus in Kiste oder du dir dessen Kosten nicht leisten kannst, sind den Untersklopf mit Glück eingeschränkt. Scheunen und Stell bieten Schutz für den Elementen, kaum mehr. Du teilst dir den Raum möglicherweise mit Tieren, Pferden, Rindern und Schweinen und nimmst dir Wurm auf. Rennt du ihren Gerig und die Gefahr von Verhen und Güssen ertragen must. Du schliffst auf Hübolen, die in Trüm sind. Erfüllt vom Narren der Borken und dem Rascheln des Strohs. Camping im Freien ist der letzte Ausweg. Häufig, wenn Sturm oder Banditen schwadig von einer sicheren Unterkunft abhalten, du findest einen geschützten Platz unter einem Waldchen oder einem Felsversprung. Du magst ein kleines Feuer, achtest darauf, es niedrig und beschaubar zu halten, Holz zu sperren und unerwünschte Aufmerksamkeit zu vermeiden. Die nistenden Flammen werfen flachen Schatten auf dein müdes Gesicht. Rennt du eng und dich gedrängt sitzt, den kalten Finger wärmst und würzigst. Die Angst zu unterdrücken, die sich mit der Dunkelheit einschleicht. Dein Akt bringt Geruch mit sich, die so tröstlich als solch bühnenreichen sind. Der Ruffeine Jule, das rascheln kleine Tier im Unterholz, das fernheulende Wolfe in den dicken Dien Verletzlichkeit. Du umklammerst deinen Holzstab und einen kleinen Talisman, Symbol des Schutzes in einer Welt, in der die Gefahr oft unsichtbar lauert. Kälte ist ein weiterer Feind, und mit deren Isolierung oder Heisung bist du auf die Kleidung geteilt. Kupperwurm und die Wurm der Führes Engwesen am einer Unterklang Wohlserbögen. Du rollst dich zusammen, dein Atem dampft in der kalten Luft und senst dich nach Schlaf. Die Hygiene leidet auf Reisen dramatisch. Bäder sind seltener Luxus, oft nur in klösterlichen Hospisen oder wohlhabenden Städten. Die meisten Reisenden waschen sich täglich oder wochenlang nicht, ihr Körper sind mit Schmerz, Schwei und Dreck verkrustet. Kleidung wird stief und überregend und beherbergt loose und voll. Du kommst dein was Harm mit einem kleinen Holzkamm. Jede Noten in schmerzhafte Erinnerung und Vernachlässigung. In diesen bedingten Verhältnissen breiten sich oft Krankheiten aus. Hassen holt durch dein Akt, fieberschwillt unbemerkt an. Du beobachtest den Reisenden und hoffst, dass die eigene Gesundheit erhalten bleibt. Trotz dieser Strapazen verdenkt oft der Strau unerwartete Kameradschaft. Lagerfeuer und in Gemeinschaftsräumen wurden Geschichten ausgetauscht. Geschichten von Heiligen, Wundern, Schlachten und lustigen Missgeschicken. Das gemeinsame Leben von Unbehagenschaft Bindungen. Die Sozialschicht und Herkunft überwinden. Du erinnerst dich an einen Minnesänger, der in der Ballade sang trotz schmerzender Glieder und leerem Magen die Stimmung hab. Lachen sprudelt, sauberklick, überlebenswichtig. Historiker diskutieren noch immer über die Verbreitung und Qualität von Gasthusen. Sind sich überall einig, dass mittelalterliche nach modernen Mostben selten erholsam wären dort du. Wickelst dich fester in deinen Mantel, schließt die Augen und gibst dich einem brutstockhaften Schlaf hin, wohl wissend, dass die Morgendämmerung bald anbricht und neue Herausforderungen mit sich bringt. Die langsam rieswirlend nachruf, doch die kommt selten leicht. Du trägst von weichen Betten und sauberem Wasser, von weniger rauen Strauen und weniger kalten Ingten. Doch im Moment heilt dich die Strau in ihrer rauen Umarmung und du schläfst, wo du willst. Du erwachst in einer warm Regen reingewaschenen Welt. Die noch feucht und duftend nach nassen Buttern und Mus. Das sanft liegt der Morgendämmerung durch das Butterdach.
und wirft gesprenkelte Schatten auf den Weg für dir. Rent du den Sacken packst und dich auf die weiteres wohlbereitest, wird dir klar, dass Hygiene und Krepöpflich auf der mittelalterlichen Strau ebenso schwierig sind wie Hunger und Durst. Sauberkeit ist ein modern Annehmlichkeiten, integlich Herausforderung, doch sie ist nicht nur für Komfort, sondern auch für Gesundheit und wird unerlässlich. Die Ersthandlung ist ein kürzes Spritzekehlswasser aus einem nachgelegenen, ein Bach oder Brunnen. Der Schock der kühlen Flüssigkeiten gessigt weg den Sinn und lässt die Erschöpfung für einen Moment verschwinden. Sie ist ein Luxus, den man unterwegs selten findet, wenn sie verfügbar ist. Ist sie oft scharf, aus tierischem Fett und Asch hergestellt und wird sparsam verwendet. Die meisten Reisenden verlassen sich allein auf Wasser oder reiben ihr Haut mit rauen Tacken ab. Und den Reiseschmutz zu entfernen. Schnipphutzen. Why du es kennst, ist unbekannt. Stattdessen kommt man auf einem Zweigeins duftenden Baums. Why Berg oder why die Kauen, der why ihn natürlich Sonnenbest wirkt. Der Bittergeschmack ist ein geringer Preis für frischeren Atem und Sauberessen. Die Bittersü-Not zerstauner Kugute zwischen den Fingern Salbei, Rosmarin oder Minz, schenkt einen Moment der Ruhe und der Rituals in einem ansonsten harten Alltag. Kleidung stellt ihn gründliche Herausforderung dar. Die Wolltoniker und die Leinenunterwäsche würdentig. Oder Wocheninggetrchen und haben Schwei. Staub und Luß angesammelt. Das Waschen von Kleidung ist unsauberes Wasser oder Seid zum Trocknen schwierig. Man kann ein frisches Leinenhemd ansehen, falls man eins hat, aber selbst das kommt selten vor. Die gärig ungewaschene Kleidung vermischt mit Körpergeruch. Ist allgegenwärtig, wird aber toleriert, Luß und sind allgegenwärtig begleitet auf Reisen. Ihr bist jocken unaufhörlich und verursachen manchmal Hautinfektionen. Reisen bekämpfen sie, indem sie Haar und Kleidung bürsten, Krutepulver verwenden oder sich in extremen Fällen den Kopf rasieren. Denn es sind Befehl weit, verbreitet. Und Geherenz und Reisealltag die sie dort man unter sich sein viel sorgfältig. Bläsen, Schnitt und Wandern durch das gern auf an ebenen Strauen sind häufig und gefährlich. Und behandelt Wandern bürgen das Risiko einer Infektion, die zu verkrüppeln oder Tod voran kann. Man reinigt Schnitt mit dem wenigen verfügbaren sauberen Wasser und trägt gute Salben auf. In der Hoffnung, schlimme Komplikationen zu verhindern. Dahin sind schwierig und rissig. Ein Beweis für Hartarbeit und Belastung. Beten ist ein seltenes Vergnügen. Beim Durchgehen von Klostern oder Städten mit öffentlichen Bädern nutzt man die Gelegenheit, sich gründlich zu waschen. Obwohl Sittsamkeit und gesellschaftliche Normen den Zeitpunkt und die Art der Badens einschränken. Für die meisten ist die Reinigung schnell erledigt. Ein Sprung in einen kalten Stroll oder das Erwischen mit einem Touch. Historiker diskutieren noch immer über die allgemeinen Hygienestandards im mittelalterlichen Europa. Rend einige Quellen Vernachlässigung und mangelnde Hygiene betonen. In Fällen under einfundiert Wissen über Heilmittel und praktische Sauberkeit. Du erinnerst dich an die Geschichte eines älteren Reisenden, der für den Betreten eine heiligen Stadt in einer Burgel bedient, weil glaubt, vor dem Gebet sei ihm geistig und körperlich Reinigung notwendig. Dies Handlungen wären Glaub und Gesundheit. Dein Haar ist verfilzt und vernottet. Du kannst dein Noten maschen mit deinem Holzkamm. Jeder sagt erinnert dicken Schmutz und Vernachlässigung. Die Haut unter deinen Engeln ist schwarz von Dreck. Und dein Körper sind sich nicht sauber keit dort das Fällen moderner Sanitary Einrichtungen winkt dich.
auf Krankheitszeiten zu achten. Magenverstimmungen, Hautauschlag und Fieber können sich schnell verschlimmern. Und du beobachtest den Begleiter aus Angst vor Ansteckung. Den Körperpflege ist ein tägliches Ritual, das mehr dem Überleben und der Wort als der Eitelkeit dient. Ein Reisender, der so erschöpft oder angessend wirkt, riskiert Misstrauen oder die ebenannte Gastfreundschaft. Du bereitest dich auf die Weiterreise vor und spürst die last ungewaschene Kleidung und müde Muskeln, aber auch den Stillen, Stolz durchgehalten zu haben. Die besinnliche Pflege unterwegs ist ein stiller Kampf, ein wesentlicher Bestandteil der langsamen mittelalterlichen Reise. Du siehst deinen Umhang enger, packst den wenigen Habseligkeiten und trittst voran, körperlich, soberer, aber geistig erschöpft, bereit, die für dir liegenden Kilometer zu bewältigen. Die Sonne steht her, und die staubige Straße streckt sich vor ihnen. If you sind müde, aber ihr Entschlossenheit fest. Auf diesem mittelalterlichen Weg hängt das Überleben nicht nur davon ab, was sie tragen oder was sie ehren, Körper in Form halten, sondern auch davon, die Wählen Gefahren zu meistern, die jenseits des sichtbaren Horizons lauern. Banditen und Räuber sind in ständig Bedrohung. Ihr Präsenz ist fester Bestandteil der mittelalterlichen Reisens und winkt sie, auf Schritt und Tritt wirksam zu bleiben. Banditen lauern oft in Wohlgebieten oder engen Pässen und nutzen die Müdigkeit und Isolation der Reisenden aus. Ihr angriffreichen Wohngelegenheit die Bäntel bis hin zu Goldtätigen hinterhalten. Getrieben von Verzweiflung, Gier oder manchmal auch politische Unruhe. Sie lernen, die Zeichen zu deuten, abgebrochen Gest abseits des Strau verdichtig. Fußspuren und gedämpft Geflüster anderer Reisender. Reisen in Gruppen ist ihr erst würdige Ganzlehn. Sie schließen sich mit Händlern, Pilgern oder Soldaten zusammen und bilden temporär Karawanen. Um die Sicherheit zu erhöhen. Gemeinsame Wirksamkeit hilft, Gefahren frühzeitig zu erkennen. Und die währenden Kraftschrecken viel Potenzial. Angreifer abdot die in Stab und Waffen, die du bei dir trägst. Dienen der Einschüchterung als dem Kampf, nur wenig Reisen sind für ihn Kämpfer. Und schwere Rüstungen sind für Langreisen unpraktisch. Manch tragen zwar einen, Dolch oder ein Kirschwort, doch dies bieten nur begrenzten Schutz gegen mehrere Angreifer. Die hierin brechen Dunkelheit verstärkt die Gefahr. Banditen nutzen die Dunkelheit zu ihrem Vorteil und greifen Lager oder isoliert Reisen an. Du beeilst dich, wo Einbruch der Dunkelheit Schutz zu finden und stellst ein fähige Alarmanlegen auf, stolperdreht. Mit Glocken oder Lautgegenstand, vor Eindringlingen zu warnen, du erinnerst dich an geschickten Warnkarawanen, die in der Dämmerung belagert wurden und bei denen einige Männer die Angreifer mit verzweifeltem mitarbeiten. Solch Geschichten sind weit verbreitet, sowohl als Warnung als auch als Inspirationsquelle. Die lokalen Behörden sind beim Schutz von Reisenden inkonsequent. Einige Strauen wurden zwar betrügt, doch Korruption und begrenzte Ressourcen führen dazu, dass viel Gebiet unbewacht bleiben. Banditentem gedeiht in Grenzgebieten, Kriegsgebieten oder Hungersnöten. Die Motivationen von Banditen sind unterschiedlich. Manche sind vertrieben Bauern, die vom Hunger getrieben wurden, andere sind organisiert Banden, die das Chaos ausnutzen. Manche hegen sogar einen Groll gegen lokale Herren oder königlich Streitkraft. Du versteckst den Wurzeln, vertraust sparsam und bliebst wirksam. Bekannte Gefahren stellen zu meiden bedeutet längere Strecken, aber unsichere Passage. Wild. Tiere und die Gefahren. Wolf streifen durch Wälder,
brennt durch Streifen abgelegen Regionen. Giftschlangen sonnenbeschien Stein. Du beobachtest aufmerksam das Unterholz, den sin Geschäft durch Geschichten von Reisenden, die durch bis oder angegriffen gekommen sind. Trotz der Bedrahangen ergeben sich Momente der Humors und der Kameradschaft. Reisende Zellen, übertrieben. Geschichten von Nappenfluchten und Prollen mit Tapferkeit oder List. Das Lachen deiner Gefhütten schuld, wenn eine davon erzählt. Why Banditen mit einer falschen Karte oder einem geseelten Steiner sketchigst hat. Solch Geschichten locken die bedrückende Atmosphäre auf. Reisen erfordert ständig Wirksamkeit. Ausgeglichen durch Vertrauen. Freundschaften werden schnell geknüpft. Knen eben unter Druck sie ob historisch diskutieren über die Häufigkeit und die Auswirkungen von Banditentem. Manch Quellen aber treiben die Gefahren, ritterliche Ideal zu betonen, und betonen die harten Realitäten, denen Reisen ausgesetzt wären. Du gehst mit Geschäften Sinnen weiter im Bewusstsein, dass jeder Schatten in Gefahr bergen. Kalt, der langsame Weg stellt nicht nur deinen Körper, sondern auch deinen Mut und Verstand auf die Probe. Du gehst stetig, dein Herz klopft, den Augen suchen den Weg ab, bereit für alles. Was der Weg bringen mag dort dir sicher Schritt vorwärts. Ist ein kleiner Segen einer Welt voller unsichtbarer Gefahren dort die eine Riesget weiter, unsicher. Langsam, aber entschlossen. Du stehst mit der Morgendämmerung auf. Die Schultern schmerzen und die Muskeln sind stief von der anstrengenden Reise der Voltages. Die langsam Reise durch das Europa der 13. Jahrhunderts ist mehr als nur ein körperlich Belastungsprobe. Sie stellt den sozialen Fähigkeiten und den Fähigkeit, die im komplexen Geflecht der mittelalterlichen Gesellschaft zurechtzufinden, ständig auf die Probe. Unterwegs begegnest du einem bunten Mosaik von Menschen. Kaufleuten, Pilgern, Adligen, Bauern, Soldaten, jeder mit seinen eigenen Geschichten, Ängsten und Hoffnungen. Die Art und Weise, wie du mit ihnen interagierst, kann über dein Überleben, deinen Komfort und sogar die Geschwindigkeit deiner Reise entscheiden. Reisen schließen sich oft zusammen und bilden loose Karawanen oder Gruppen zum gegenseitigen Schutz und zur Kameradschaft. Dies Bündnis sind säuberlich und vorübergehend, aber unerlässlich. Man teilt Essen, Geschichten und Ratschläge, lernt von den Erfahrungen anderer und tauscht Neuigkeiten aus fernen Ländern aus. In dieser sich ständig wandelnden Gesellschaft auf Frieden und Zufuhr ist Kommunikation ebenso wichtig wie körperliche Ausdauer. Der Marktplatz für eine geschäftige Stadt ist in Kakophonie aus Geräuschen und Gerüchen. Händler, daher wären anbieten, wird wie hören, der Duft von gebrattem Fleisch und frischem Brot. Sie beobachten die Vielfalt der Menschen, fremde Akzente, unterschiedliche Kleidung. Unterschiedlich wären aus fernen Ländern. Diese Schmaltigel erinnerten die Verbundenheit der mittelalterlichen Europas trotz der langsamen Reisetempos. Pilgerneien und Strähenschreien, gesägt von Hinab und Erschöpfung gesegnet. Sie sind Soldaten in Rüstung, deren Waffenklaren zielstrebig unterwegs, vielleicht auf Feldzügen oder als Escort. Händler feilschen am Gurs, Stoff und Metall arbeiten, deren Schicksal warmer Folge ihrer Reisen abhängt. Sozialgrenzen. Wir schwimmen in dieser vergänglichen Welt. Adleid reiten vielleicht neben Bauern. Gellert diskutieren mit Bauern über Theologie. Doch unter der Oberfläche brodeln Spannungen. Geprägt von Klasse, Region und Loyalität. Sie erinnern sich an eine fröhliche Frau, die ihr Raschenbrot und Wasser teilt, deren Augen wollen. Geschichten vergangener Reisen von Kilten.
solch momentator gut spenden Wormen mitten der Not. Sprach und Dialektunterschied schaffen Barrieren, doch Gesten, Lekeln und Geteilt schaffen Verbindungen. Geschichte Nersen ist ein, wichtige Sozialität. Lagerfeuer und in Tavernen wurden Geschichten von Heiligen, Schlachten und Wundern weitergegeben, bewähren Geschichte und unterhalten mit Reisend. Reisend tauschen nu Kieken aus, Jericht hebben Krieg, königliche Los oder Ernten, und machen dies Strauß zu einem wichtigen Kommunikationsnetzwerk. In einer Welt für den Budget.doch nicht all Begegnungen sind freundlich. Misstrauen, Rivalit und Missverständnisse können zu Konflikten oder Vermeidung führen. Man lernt die Heikelkunst der Diplomatie, wann man sprechen, wann man zuhören und wann man wegehen sollt. Klein Gesten der Größigkeit, ein Geteilsbrot, ein herzliches Lächeln, schaffen fragiles Vertrauen. Dies Strau ist ein Mikrokosmos der mittelalterlichen Gesellschaft und offenbart ihr Komplexität. Und menschlichkeit.bei einbrückte Dümmerung matcht, man sich mit neuen Gefährten am. Fewer gemottlich und teilt Wurm und Geschichten unter den Sternen. Gemeinsam beurteilt man den langsamen, unsicheren Weg. Nicht nur als Einzeln, sondern als Gemeinschaft, verbunden durch Ries und Hoffnung. Sie finden sich in langsamen Rhythmus mittelalterlicher Reisen wieder. Jeder Schritt in Lection in Geduld und Ausdauer. Doch die Reise ist nicht nur körperlich, sondern auch tief verwurzelt mit den Glaubensvorstellungen und dem Aberglauben. Der damaligen Zeit, im 13. Jahrhundert sind Glaube und Folklore eng mit dem Alltag verwoben, leiten ihr Handeln und prägen ihre Hoffnungen ebenso wie Kart oder jeder Kompass. Rennt sie vorwärts stapfen, wird der Weg zu einer Pilgerreise nicht nur von Kilometern, sondern auch von Geist und Tradition dort bei Evio oder für jeden Morgen den Weg bergen. Fasten sie ein Gebet und bitten Schutz bei Heiligen und göttliche Gunst für den vielen Gefahren, die unsichtbar lauern. Das kleine Holzkreuz in ihrem Hals ist mehr als nur Schmuck. Es ist ein greifbares Symbol der Hoffnung und des Glaubens, ein Talisman gegen Krankheit. Ein Glück und Biestgeister, von denen man glaubt, sie würden in der Wildnis streifen. Wir Reisen tragen heilig Amulett, Rosenkranz, heilig Reliquien oder Klein-Ikonen mit Joels persönlicher und gemeinschaftlicher Bedeutung. Unterwegs kommt man an unseligen Wegmarken und Kreuzen vorbei, schlichten Steinmarkierungen, oft geschmückt mit Blumen oder Erinnerungsstücken. Früher Reisende. Dies heiligen Stätten markieren Orte von spiritueller Bedeutung oder tragisch Ereignis. Pilger halten hier in, zu beten, Kursen anzusünden oder Munsen zu hinterlassen, und Dank zu sagen oder sagen für den bewussten Händen Weg zu bitten. Man nimmt in diesen Ritualen teil und fühlt sich mit den unseligen Zielen verbunden, die diesen Weg vor einem gegangen sind. Kloster prägen die Landschaft und bieten Zuflucht und Ruhe. Ihr kühlen Steinmauern und stillen Kreuzgang sind zu Flutsort für Reisend Orte, in denen man der Mess bewohnen, Segen empfangen oder medizinisch Versorgung erhalten kann, die dies Gottesschüsse pflegen. Wir fügen aber das Wissen krüter Heilmittel und Gebiet und verbinden so praktisch Heilung mit spiritueller Vorrang. Ihr Gesang und Ritual bilden einen wohltuenden Kontrast zu Strapazen, Dowages, aber grob prägdoltiglich ins Skydungen. Man meidet bestimmt Weg, die angeblich verflucht oder verwunschen sind. Achtet auf Omen im Vogelflug oder in der Form von Wolken. Und tritt Kugute wie Raut oder Eisenkraut basic, die angeblich Besses abwehren. Man befolgt Ritual,
bekreuzigt sich für dem Überkern eines Flusses. Sprichgebiet in Cruisungen oder Fastet in bestimmten Tagen, und ganz zu erlangen und Anglück zu vermeiden. Die Grenze zwischen Glauben und Folklore verschwimmt. Wunder von Heiligen und Geistergeschichten würmischen sich frei. Manch Reisende empfinden dies Glaubensvorstellung als tröstlich und mit Skepsis. Doch nur wenig ignorieren sie wellig. Die spirituelle Dimension bietet einen Rahmen. Die unberechenbar und oft beängstigen Welt einen Herren zu verstehen. Historiker diskutieren über den Einfluss der Aberglaubens. Oft das mittelalterliche Reisen, aber die Mobilität einschränkt. Oder Reisenden ein Gefühl von Kontrolle und Sinnhaftigkeit inmitten der Unsicherheit vermittelt. Klar ist, dass der Glaube ein ständiger Begleiter war und sowohl Handlungen als auch einst langen Projekt. Du hast das rhythmisch Singen von Gebeten unter den Mitpilgern Stimmen, die in einer hypnotischen Kadenz an und abschwellen, die Schritt begleitet und den Geist beruhigt. Glocken und Weihrauch in Kirchen markieren heilig Seiten und Altären bieten Ruhe und Erneuerung. Nachts werden fewer nicht nur so Wurm entzündet, sondern auch als Schatz in Luft fewer, die Bismarck und Wildtier abwehren sollen, und die Flammen versammelt, sollen Reisen Geschichten von Heiligen, Wundern und Gefahren und Weben so ein Geflecht des Glaubens, das die Gemeinschaft verbindet. Du spürst die unsichtbare Präsenz der göttlichen und bernatürlichen Rand, du Deutschwälder, Felder und Dörfer siehst. Dieses Bewusstsein begleitet dein Handeln und fördert den Respekt für den Land und seinen Geheimnissen. Pilgerwege sind besonders reich an spiritueller Bedeutung. Der Jakobsweg beispielsweise ist gesäumt von Kapellen und Hospisen, die dem Komfort und der Sicherheit der Reisenden dienen. Der gemeinsame Glaube schafft ihn stark Verbindung zwischen den Pilgern und verwandelt die Reise in einen bewegenden Zufluchtsort. Du erinnerst dich an die Güteins manchs, der dir einen Segen und in einfach Mahlzeit an Bord, rennt sein Augen stilles Mitgefühl widerspiegelten. Solch Momente erneuern deinen Geist und starken die Verbindung von körperlicher und spiritueller Reise. Aber Glaub kann auch Vorsicht und Angst hervorrufen. Reisend meiden Reisen und Feiertagen, verzichten auf bestimmte Speisen oder Halten. Ritualen, selbst wenn die körperlichen Strapazen zunehmen. Die Spannung zwischen Glaub und Überleben spielt sich im Alltag ab. Amulett, die in Familien weitergegeben werden, tragen Geschichten und Kraft in sich, die über ihr blaue Erscheinung hinausgehen. Du bearst dein Geschnitz als Kreuz, ein Symbol der Hoffnung inmitten der Not, dort die spirituelle Dimension ist in jeden Moment. Jeden Schritt ein Glauben. Jeder Atemzug ist ein Gebet. Jeder Kilometer in Reis durch die sichtbare und die unsichtbare Welt. Du gehst weiter. Die Last deines Rucksacks erleichtert durch den Glauben, der dich weiterträgt. Der Weg ist nicht nur in Reis Land, sondern in Pilgerfahrt durch den Glauben. Beide jeder Schritt von Hoffnung und Geheimnis wiederholt. Du stapfst weiter, das Gewicht deines Rucksacks ein ständiger Begleiter. Der Boden aneben unter deinen abgetragenen Stiefeln. Der Rhythmus des Trau ist dir non vertraut. Ein langsamer Puls aus Schritten, Atem und gelegentlichen Gemurmel. Doch die Reis bleibt unvorhersehbar, geprägt von Wetter. Gelehnt an der Gesundheit von dir und deinen Tieren. Dem Tier, Pferd, Essel, Hund, sind mehr als nur Besitz, sie sind lebenswichtige Partner. Deren Pflege Aufmerksamkeit und Wissen erfordert. Dein Pferd, robust, eben mit Abnutzungserschen, rutscht unruhig hinunter, rennt du. Ich auf einem schmalen Pfad entlang dichtem Walls Forst. Sattel und Soundsog sind einfach, aber effektiv,
obwohl sie in langen Tagen scheuen und schwer wiegen. Die Futterung dies Reittiers ist ihnen heikel aufgeb, das Futter ist lackenhaft. Wasserkellen rar, und Bearbeitung birgt das Risiko von Verletzungen oder Krankheiten. Du achtest auf Anzeichen von Lahmheit oder Erschöpfung, wohl wissend, dass ein krankes Tier die Gestalt verlangsamt. Essel und Mortier tragen den Güter. It gleichmäßiges Tempo jit den Rhythmus der Ries vor, it tritt sich heit. Auf felsigem Gelände ist ein Segen. Aber sie bändigen Regeln mit Ruhepausen und sorgfältig Futtering. Die Gesundheit dieser Tier ist unerlässlich. Und sie contain ihr Vorrat verloren gern und ihr Fortschritt in Stocken durchten. Hand begleiten sie zum Schutz und als Kamerad. Ihr Schaffen sind warnen sie vergeffern, weil den Tieren, Banditen oder schwierigem Gelände, ihr Anwesenheit lindert Einsamkeit und ihr Treu ist ein Trost. Das mittelalterliche Wissen über die Tierpflege verbindet Volksweisheit mit praktischer Erfahrung. Sie tragen grundlegend Werkzeug bei sich, ein Hafensystem schneidender Haf, Bürsten, sie Feldpflege, Kräuter Heilmittel verwanden. Sieren sich in die Ratschläge eines Reisenden Hafschmeids zur Behandlung häufiger Beschwerden und zur wichtigen Glitsche Inspektionen. Das Wetter birgt ständig Gefahren. Regen kann so Schlamm und Klauen viel voran, kalte Ink verursachen Steifheit und Krankheit. Sie bereiten sich vor, indem sie Mehrdecken beieinander und den Tieren nach Möglichkeit Schutz bieten. Sie erinnern sich an einen Tag, an dem ein plötzlicher Sturm ein improvisiertes Lager auswang, die Verkauten sitzend unter. Der Mann rennt du die sie kammertest. Solch Momente stellen den widerstandswichtig und deinen Einflussreichtum auf die Probe. Das Verhalten von Tieren gibt Hinweis auf die Umgebung und Gefahren. Nervosität kann auf Frautier hinweisen. Bewegungen lässt auf Verletzungen oder Erschöpfung hindeuten. Es ist wichtig, dies Zeichen zu deuten. Reisen tauschen Wissen über Tierpflege aus und teilen Heilmittel und Techniken. Dies ist gemeinsam. Wissen bildet die Grundlage einer informellen Tierarztpraxis entlang der Wege. Die Bindung zwischen Reisendem und Tier vertieft sich mit der Zeit. Du findest Momente der Ruhe, legst die Hand auf den Hals deines Pferds und spürst seinen Atem. Und Hörschlag, dies Geschöpf sind Bälleben Sparta. Du musst die Bedürfnis deiner Tier mit deinen eigenen in Einklang bringen. Sie zu futtern kann bedeuten, dass du auf dein eigenes Futterversichten oder länger Weg auf der Such nach Weidland. Zurücklegen musst.dine lasst dir sind den Lebensmittel. Und ihr Gesundheit ist eng mit deinem Schicksal verbunden. Nachts sorgst du dafür, dass sie sicher sind, getränkt und verdieben und wilden Tieren geschützt sind. Das langsame Tempo mittelalterlicher Reisen wird ebenso von Tieren. Wie von menschlicher Ausdauer bei estimmt. Sie reiten neben ihrem Pferd herand. Genien die Stillkameradschaft rennt am Himmel die Stirn auf gern. Gemeinsam setzen sie die Reise fort, langsam, stetig und eng verbunden. Du stapfst weiter, der Boden unter deinen Stiefeln uneben und rau, dein Atem geht gleichmäßig. Ebenschwer rennt du durch den weitläufigen Waldgest, der die alte straußelnd. Dein Pferd, treu und standhaft, trottet neben dir her. Sein robuster Körperbau ist in berühigende Präsenz in dieser Wild und Weit. Für einen Reisenden im 13. Jahrhundert sind Tiere nicht nur Lasttiere. Sie sind unversichtbar Begleiter, überlebenswichtig und oft der Unterschied zwischen dem Erreichen des Ziels und dem Festsitzen in der Wildnis. Die Pflege dieser Geschöpfe fördert Geduld, Wissen und in still Aufmerksamkeit.
Die mit jedem Tag schärfer wird. Die Haft Dienstförds klappen rhythmisch Eberstein und Wurzeln. Ein stetiges Metronom für deinen schleppenden Schritt. Der Ledersattel not ließ, als sich bei jedem Schritt verschieht. Glatsche laufen durch jahrelangen Gebrauch, eber sorgfältig gepflegt. Wo Zeit und Wetter ihren Triebig gefördert haben. Du hebst die Hand, wischst einen Schmutzfleck von seiner Flank und spürst die Wurm, die unter dem dicken Winterfell strahlt. Die Futterung Dienstförds ist ihn allgegenwärtig Sorge. Unterwegs ist Gianets Futterer, das Gras ist. Durch Überweidung ausgehend oder unter einer Decke aus Lob verborgen. Biber liefern frisches Wasser, eber du weit, dass sie euch Krankheiten beherbergen können. Und dein Pferd trinkt vorsichtig und schnuffelt, bever is die Schnauz senkt. Den eigen Wasserflasch mit Wachs ausgekleidet, am die Fuge ticket. Zu halten ist links leer, und die gemeinsame Knappheit bestigt dich in deiner Entschlossenheit. Der Atem Dienstförds wird nach vielen Stunden schwerfällig. Du heilst Kurs und anstiegst ab. Am sein bin oft an Zeichen von Bärenstreng oder Verletzung zu untersuchen. Pferd können ihren Schmerz nicht gewähren, aber du achtest auf subtil an Zeichen. Ein Hinken, einen verspannten Muskel, in Schwellung, die dir sagen, wann ruhig ist. Du spürst die Wurm seiner Flank und den Rhythmus seines Hörschlags. Und vertiefst dich in dies fragile Verbindung zwischen Reiter und Pferd. Essel und Maltier dienen dir als Lastier, ihr Trittsicherheit ist auf tückischen Faden wollen. Und schiedsbarem Wort, ihr langsames Tempo ist das Tempo der Reiswahl, doch sie halten durch. Wo Pferd schwickeln. Du beobachtest die wachsamen Augen und sie kennen euren Dienst Essels und nimmst sein Vorsichtigen. Schritt ebelus stein. WAHR. Why dein Pferd braucht der Ruhe, Futter und Wasser, Anforderungen, denen du unbedingt nachkommst. Handtraben true und deine Seat ist scharfe Näsen und Ohren sind wachsam gegenüber Geffern, die du vielleicht nicht spürst. Ihr Anwesenheit ist balsam gegen Einsamkeit, in Erinnerung an Zuhaus und Kameradschaft. Das Fell Diens Hans ist verfilzt und staubig, doch sein Augen bleiben hell und wachsam. Du wirfst ihm ein Stück Trockenfleisch zu, dankbar für sein Stillgesellschaft. Mittelalterlich. Tippflüg ist die Mischung aus Volksweisheit und praktischer Erfahrung. Du trägst grundlegend Werkzeug bei dir. Ein kleines Haftmesser im Kursen eberlanger Haft. In Holzbürst zum Entfernen von Schmutz und Parasiten und ein fähiger Heilmittel. Von denen man glaubt, sie würden Wunden lindern oder Insekten abwehren. Du erinnerst dich an die Wort eines Reisenden Hofschmeids. Du die wichtige Glitsche Kontrollen und schon in der Behandlung betonte, und Langzeitigen zu vermeiden. Die Umwelt verändert sich ständig und mit ihr die Herausforderungen verdient ihr. Reisende Schweizschwit wurden rutschig und tückisch. Kultiert bei wenn in Fell und Fleisch. Du sammelst Gist und Trockenbutter, und dir ein beweisrisches Lager zu basteln und dient dir Render Ruhigkeit. Verfolgte zu schützen. Vorsichtig machst du in der in Gefühl. Nicht nur dich zu wärmen, sondern auch steckend Insekten und Rautier zu halten. Du erinnerst dich an den Sturm. Du dich in der in keins dichten Dicke sie berischt, stunden in regnetisen Strammen, und dein Pferd zittert unter einem hastig bergworfenen Mantel. Du wickeltest in so Gott ist Jing ein und fastetest trittstand Wort, rennt der Wein hielt. In solchen Momenten wandelt sich den Roll vom Reisenden zum Betreuer. Zum Beschützer des oberklichen Lebens für die gleichgültige Natur. Den Tier kommunizieren auf subtil Weise. Ein Sacken des Schwanzes in Goetz Welliger. Ein plötzliches Wehern,
und machen dich auf unsichtbar Bedrahungen oder Unbehagen aufmerksam. Dies Signale zu deuten ist lebenswichtig, denn in vernachlässigt Verletzung oder Krankheit kann den Ries binden. Oder Schlimmes beideten dort du entwickelst Routinen, Fatten im Morgenraum, Tranken mittags, Ausruhen im Schatten rennt, der heißen Stunden. Du untersuchst die Hofhofstein oder Anzeichen einer Infektion und bürstest Schlamm und Schmutz weg. Du siehst die Gurt fest und passt die Sättel an, am scheuersten zu vermeiden. Die Bindung zwischen Mensch und Tier vertieft sich mit jeder gemeinsamen Stroppers. Du findest Momente der Ruhe. Wenn du dich in die Warmfang diens Verds lehnst und seinen gleichmäßigen Atem spürst. Dies Gefährten tragen den lassen, sowohl körperlich als auch emotional. Nachts sicherst du den Tier mit Seilen, und stablen Bemen oder in den Boden getriebenen Flenn. Du heilst Watch und achtest auf Frautier, Wolf, dein Ruddeln Amazien, brenn. Die White Gebiet Durchstreifen. Ihr Hand betruiert im Umkreis und bellt scharf bei unbekannten Geräuschen. Tiersporen geffern langworinnen. Ihr unrewarnt sie wie heranhänden Banditen oder wilden Tieren. Und Wirtschaft in ein Wort wohl seid severe abeitung.ihre. Verantwortung geht eben sie selbst hinaus und erstreckt sich auch auf dies lebenden Werkzeug. Und Gefährten, ihr Beleben ist eng mit ihrem verbunden. Asterisk, du lernst, dass Misshandlung schlimm Folgen haben kann, du belastet wird stolpern. Krankessel weigen sich zu bewegen. Du passt dein Tempo entsprechend und achtest auf ihr Grenzen. Das langsam Reisetempo wird ebenso von der Ausdauer der Tier wie vom menschlichen Willen bestimmt. Du akzeptierst, dass jenes Wangenpuls für dein Reiter oder jenes Wangenpuls für dich selbst. ist.untrawegs begegnest du anderen Reisenden mit ihren eigenen Tieren. Wissen wird geteilt, Kriterrezept zur Wundheilung, Tipps zur Navigation in schwierigem Gelände, Warnungen für regionalen Tierkrankheiten. Du hast Geschichten von Pferden, die sich weigerten, und ihr Besitzer zu gern von Hunden, die Leben retteten, indem sie vergeffen wohnten von Lastjähren, die ihr Herren durch hart Winter trugen. Die mittelalterliche Strau ist ein gemeinsames Ökosystem, in Gemeinschaft von Mensch und Tier, die im Überlebenskampf während sind, die Gefährten sind mehr als Fragt oder Tier. Sie sind Partner, Freund, Lebensitten. Rennt du unter einem wolkenverhängenden Himmel woran schreitest. Spürst du den gleichmäßigen Rhythmus von Hufen und Pfoten neben deinen Füßen. Gemeinsam bewältigen sie den langen Weg, der vor ihnen liegt, langsam, unsicher, aber beharrlich. In Lauf der Tages wird der Rhythmus ihrer Reise nicht nur von ihren eigenen Schritten bestimmt, sondern auch von den Bedürfnissen und Stimmungen ihrer tierischen Begleiter. Die Verbindung zu ihnen ist fast instinktiv, ein stiller Dialog, vermittelt durch Gesten, subtil Geräusch und gemeinsamer Erlebnis, in einer Welt, in der jeder Schritt Gold und jede Versägerung hat bedeuten kann, ist der Fähigkeit, dies Lebewesen zu verstehen und für sie zu sorgen, unerlässlich. Pferd hat mit schwer in der Medizin, sein Flanken sind schweinessig. Sie halten in der in keins schattigen Mulchens und anführen das Tier zu einem kleinen Bock. Der durch die Bühne glitzert, das Pferd senkt den Kopf, gierig zu trinken. Die Nasten bulgen sich, rennt das Kohlwasser geniert. Sie füllen ihr eigen Flasch an derselben Quelle auf und achten sorgfältig auf Anzeichen von Verreinigungen, Schwimmen, Trauma, trübes Wasser oder einen anschwindlichen Geruch. Die Sicherheit der Wassers betrifft sowohl sie als auch ihr Tier, und sie gehen kein Risiko ein. Rennt das Pferd trinkt,
unter solchen Seesein Huff. Die scharfen Kanten von Steinen oder Fremdkörpern in der Sohle können schmerzhaft prellingen oder Infektionen verursachen. Mit deinem Haftmesser entfernst du vorsichtig kleine Holzsplitter und Kais und achtest dabei auf die Reaktionen des Tiers. Das Pferd rutscht unruhig hin und her, duldet eben die Behandlung. Du legst einen Umschlag aus Stonen, Beinwellblättern und Honig auf, ein Heilmittel, das du von einem Reisenden heilen gelernt hast und das Entzündungen lindern und die heilen fördern soll. Dein Esselgras derweil ruhig auf einem Stock Waldgras in der Ring. Sein grobes Fell streckt sich leicht im Wind, und du überbrückst die Geschirrungen auf Scheuerstellen. Essel sind robust, eben nicht unverwundbar, und du weit. Das Vernachlässigung zu verheerenden Versicherungen voran kann dort die in Hand am Kreistig. Schnuffelt en herente Jeffelen Stan und heilt aus Honach Jedem und Zeichen von Gefahr. Bellt einmal lies und warnend, als ein Rascheln im Unterholz die Aufmerksamkeit erregt. Du stehst aufrecht, umklammerst deinen Stab fest und lässt deinen Blick durch den Wald schweifen. Das Rascheln entpuppt sich als ein Kaninchen fähnli, die durchs Unterholz hascht. In harmlos Unterbrechung, eben in Erinnerung und die Wildness, die einen umgeht. Reisend auf der mittelalterlichen Straußellen sich oft Geschichten. Über ihr Tier und tauschen Tipps zu Flieg und Überleben aus. Sie und sich und die Geschichte eines Reisenden von einem Maultier, das sich weigert, einen bestimmten Fluss zu überqueren, weil es ihn lauernd Gefahr wittert, die Menschen nicht sehen konnten. Solche Anekdoten unterstreichen, die Rolle der Tier nicht nur als Werkzeug, sondern auch als wichtig Wachter und Begleiter. Die Gesundheit ihrer Tier ist ein ständiges Anliegen. Parasiten weisen und Lust plagen sie, verursachen Reizungen und verbreiten Krankheiten. Sie bürsten ihr Tier regelmäßig mit einem Holzkamm, Schädling zu entfernen und ihr Fell sauber zu halten. Gute Würmer und Raut werden ins Fell eingerieben, dass sie Insekten abwehren sollen. Dies Heilmittel entstammen Jahrhunderten. Wissen und verbinden Beobachtung und Tradition. Verletzungen sind häufig. Ein Stolpern auf felsigem Boden, ein dorniges Gebüsch oder ein Angriff wilder Tier können Wunden hinterlassen, die Mobilität beeinträchtigen. Du lernst, Schnitt mit abgekochtem Wasser zu reinigen, wenn möglich, und trägst gute Salben aus spitzwegerig oder Schafgarb auf, die Heilung zu fördern. Nachts sorgst du dafür, dass die Tiere sicher eingebunden sind. Du entzündest klein Feuer in der Ink, deren flackern Flammen nachtakte Rautier und Insekten fernhalten. Die Tiere ruhen dich bei dir. Ihr Atem pulsiert in der stillen Dunkelheit in einem gleichmäßigen Rhythmus. Die Bindung zwischen dir und deinen Tieren wird mit jedem Kilometer tiefer. Du findest Trost in der Wörterkeit ihrer Anwesenheit. Die Wunder flankt dies Pferds. Der gleichmäßige Puls unter deiner Hand, die true in den Augen dies Hans. In der Einsamkeit der Strau werden dies Gefährten zu deiner. famili.doch die Fiege der Tier matcht die Rieskomplexe. Du musst ihr Bedürfnis mit deinen eigenen in Einklang bringen und Vater und Wasser zwischen Mensch und Tier aufteilen. In Zeiten der Not stehen Schwierigkeiten an, the first das eigen Überleben wichtiger, als das der Gefährten, solchen Skaidangen belassen den Geist. Das langsame Reisetempo wird oft von der Ausdauer der Tier bestimmt. Man muss auf Anzeichen von Müdigkeit und Schmerz achten und sich ruhigen, auch wenn die Eigenentschlossenheit einem weitertreibt. Asterisk, du buigst dich vorsichtig durch an Wegsens Gelände und wollst Weg, die für den Reitier befahrbar sind.
Du miedest Stil hinge und sumpfiges Gelände. Da du dein Gefahr Verletzungen oder Erschöpfen kennst, das Verhalten deiner Tiere gibt dir Einblick in deinem Umgebung. Plötzlich Nervosität kann oft Frautier oder Banditen hinweisen, wie ganzen lässt. Kann oft Schmerzen hindeuten. Du lernst ihren Instinkten zu vertrauen und reagierst oft auf ihre Warnungen. Bewe menschlich Sinn Gefahr erkennen, indem du den Pflegetechniken mit anderen Reisenden teilst. Bost du ein Wissensnetzwerk in Klang. Da wie Joff? Ratschläge Behandlung häufiger Beschwerden oder such nach guten Weiden kursieren. Und werden Teil der belebenswichtigen Gemeinschaftswiss. Die Rolle der Tiere im mittelalterlichen Reisen ist tiefgreifend, wird aber oft übersehen. Sie tragen Güter, sie enkarren und dienen dem Transport, sie bieten Gesellschaft und Schutz. Ihr Wohlbefinden beeinflusst den Erfolg jeder Reise direkt. Du empfindest Dankbarkeit für ihr stark und true. Ihr Anwesenheit erleichtert die Last und bietet sowohl praktisch Hilfe als auch emotionale Unterstützung. Wenn du weitergehst, liegt es sich der Wald und der Weg führt zu einem kleinen Dorf in einem Tal. Die Schritt deiner Tiere werden leichter, sie spüren deine Hände Ruhe und Versorgung. Du machst dich bereit, das Dorf zu betreten, sensig dich nach frischem Wasser. Futter und vielleicht eine Mahlzeit. Die langsam Reise geht weiter. Jeder Kilometer geprägt von Ausdauer, Sorgfalt und der stillen Partnerschaft zwischen Mensch und Tier. Du baust dir deinen Weg durch den lichten Wald. Das gesprenkelte Sonnenlicht folgt durch das Polterdach auf den unebenen Pfad unter deinen Füßen. Das rhythmisch klappende Haf und das sanft aufstampfende Pfoten neben dir sind vertraut. Begleiter auf diese Reise dient Tier standhaft und ausdauernd. Im 13. Jahrhunderts sind dies Geschöpfe kein blauen Lasttier, sondern lebenswichtige Partner, deren Gesundheit und Wohlgehen direkt mit deinem eigenen Überleben und Vorankommen verbunden sind. Ihr Pflege fördert ständige Aufmerksamkeit, über Generationen weitergegebenes Wissen und ein ausgewogenes Verhältnis von Mitgefühl. Und SACHLICHKEIT fördert. Ein kräftiger Bronner mit Wohnstorb und schweißstampfem Fell bewegt sich stetig neben dir, auch wenn sein Gang in den letzten Stunden langsamer geworden ist. Du stiegst ab, sein Bein zu untersuchen, streikst mit den Fingern über geschwollen Gelenk und suchst nach Schnitten oder Abschürfungen. Die langen Reisstunden haben ihren Tribut gefördert und du weit. Das geht Verletzung deinen Fortschritt stoppen oder, schlimmer noch, den dauerhaften Verlustdienst Reiters bedeuten kann. Mit einem kleinen Messer entfernst du vorsichtig ihn Holzscherb aus dem Haf. Du sagst zusammen, als das Tier sagt, bliebst geduldig. Du trägst ihn Salb aus der Stoßwohnen Bein well und Bienen walks off. Die unter Reisenden Dörfer bekannt ist, Entzündungen zu lindern und die heilen, zu fördern. Neben dir nabbert dein Essel in splitschen Grasflecken und sagt aufmerksam mit den Ohren bei jedem. Gurgesch. Essel sind wohl weniger glamorös als Pferd, aber aufgrund ihrer Trittsicherheit und Ausdauer. Besonders in anwachsamem Gelände von unschätzbarem Wert. Du lockest die Geschirrt und riebst sein Schalten, wohl wissend, das Scheuerstellen. Schmerzhaft wandern verrückten Knän. Dein Hand trappt aufmerksam und beschützend neben dir her. Sein Fell ist verfüllt, aber sein Augenstrahlen und Sinn true. Die Futterung deiner Tier ist ihn täglich Herausforderung. Die Landschaft bietet wenig Futter, besonders im Spätherbst, wenn das Gras braun geworden ist und die Bäume Butter abwerfen. Sie teilen ihr Vorrat sorgfältig ein, teilen Heu oder Getreide, wenn verfügbar.
und Ergensen ist mit selbstzummelten Kuguten und Wildpflanzen, Klee, Luwen Sandbüttern und winterharten Grügsären. Sie sucken sorgfältig nach Wasserquellen und holten aus nach frischen Becken oder Dorfbrunnen. Und denen sie sowohl die Verit von Mensch als auch Tier auffallen können. Die Pflege von Tieren unterwegs ist in Mischung aus praktischem Wissen und Volksweisheit. Sie erinnern sich an einen Hofschmeid, den sie unterwegs getroffen haben und der in ein Heilmittel für häufig Beschwerden variiert. Einen Umschlag aus Zerstauner Stoff gab verwanden. Einen Wurmutze zur Abwehr von Parasiten und Diabetes. Von Ruhen sauber einstru. Solch Ratschläge sind lebenswichtig und werden mündlich zwischen Reisenden weitergegeben. Die sich auf die Verlangen der anderen verlassen. Das Wetter ist ein allgegenwärtiger Faktor für die Tiergesundheit. Regen und Schlamm erhöhen das Risiko von Huffel, einer schützenden Infektion. Kalte Inkt können die Kraft rauben und Atemwegserkrankungen begünstigen. Du sorgst dafür, dient dir Nachtmöglichkeit zu schützen, indem du unterstand. Aus den Borst oder in Scheunen und Stollen in Dörfern rüst. Feuerschein spendet Wurm und heilt Insekten und rautier Föhren. Den reitier sickerst du mit stabilen Seinen oder Leinen. Das Verhalten von Tieren zu verstehen ist entscheidend. Du bemerkst subtil an Zeichen. Ein Sacken mit den Ohren in unruhig gut zwölliger. Die Behagen oder Anruf signalisieren. Das plötzlich Knurren oder die Hetwirksamkeit des Hunds wohnt von nachhin bedre hungen. So natürlichen als auch menschlichen. Du vertraust diesen Instinkten, die oft zuverlässiger sind als den eigenen Sinn. Die Bindung zwischen Reisendem und Tier wird sich durch gemeinsam strapazen. Du findest Momente der Trosts. Wenn du dich in die Flankdienst Pferds lehnst an seinem warmen Atem und seinen gleichmäßigen Hörschlag spürst. Dies Gefährten tragen nicht nur den Güte anlassen, sondern auch ein Stück deiner Seele. Auf dem Weg. Du musst die Bedürfnis deiner Tiere mit deinen eigenen in Einklang bringen. Sie zu füttern kann bedeuten, dass du auf den eigenen Rationen verzichten musst. Wenn du sie ausfragst, kann sich dein Fortschritt versichern. Dies insgesamt wiegen schwer. Denn das Wohligen deiner Gefährten wirkt sich direkt auf dein Überleben aus. Astris, du navigierst vorsichtig und wollst Routen, die für den Reitier befahrbar und sicher sind. Falls die Jode schlammig miedest du nach Möglichkeit. Den Tier wieder im passenden Tempo an, Energie zu sparen und Verletzungen zu vermeiden. Unterwegs begegnest du anderen Reisenden mit ihren eigenen Tieren. Geschichten und Ratschläge werden ausgetauscht, es langen von widerstandsfähigen Esseln. Temperamentvollen Pferden und truen Hunden, die Leben gerettet haben. Dieses gemeinsam Wissen bildet in informal tierliche Tradition auf der mittelalterlichen Strau. Nachts sorgst du dafür, dass den Tier sicher und bequem sind. Du verteilst frisches Stroh oder Trockenbutter als ein Stroh. Füllst Wasserträge und heilst mit deinem Hand und deiner Seatwatch. Dein Stitchen Geruch der Wolls am Gebendig, Urinruf. Insektenzumen, das fernheulende Wolf. Und du findest Trost im gleichmäßigen Atem deiner Gefährten. Das langsame Reisetempo wird ebenso sehr von der Gesundheit der Tiere, wie von der menschlichen Ausdauer bestimmt. Ein müdes Pferd kann dich nicht weiter tragen. Ein kranker Essel kann den Verit nicht transportieren. Du lernst, den Rhythmus deiner Tiere zu lesen und der Grenzen zu bieten. Jeder Schritt ist in gemeinsamer Anstrengung ein Zeugnis da. Tiefen gegenseitigen Abhängigkeit zwischen Mensch und Tier auf der mittelalterlichen Strau. Im Morgenraum den Extentages stehst du mit neuer Entschlossenheit auf.
Den Gefährten sind bereit, die für die liegenden Kilometer in deiner Sicht zu überwältigen. Gemeinsam setzt den langsamen, städtischen Marsch durch die weit Landschaft fort. Jeder Schritt in Geschichte von Überleben, Widerstandsfähigkeit und Partnerschaft. Das Morgenlicht fällt sanft durch das dicht Bolterdach. Rennt sie an die Begleiter sich darauf vorbereiten, das kleine Dorf zu verlassen, in dem sie die Nacht zu verbracht haben. Ihr Körper schmerzt verreisend die Muskeln. Sind die vom langen Marsch an dem Gewicht des Rucksacks, ihr Tier, obwohl wirksam und bugangsfreudig, tragen ihr eigenen spürende Ries müde Augen. Abgenutzt davon durchweht Gerrit von Schwei und Stroh. Dies langsam Ries, typisch für das 13. Jahrhundert, ist in Belastungsprobe nicht nur für sie, sondern für jedes Lebewesen, das den Weg teilt. Wenn sie die Riemen ihres Sattels festziehen und das Geschirr ihres Pferds abbrücken, denken sie über die mittelalterliche Navigation nach. Why reisend ihren Weg durchweit? Oft unerforscht Gebiet die Hilfe moderner Karten, Kompass oder GPS fanden. Die Landschaft selbst mit ihren Flüssen, Hügeln, Wäldern und Dörfern dient ihnen als Wegweiser und Herausforderung zugleich. Die Kunst der Wegfindung beruht auf einer Mischung aus Erinnerung, Beobachtung, Ortskenntnis und Einwirken in steingerätsten oder in bumgauenden Markierungen. Du fährst dein Pferd auf den ausgetretenen Pfad und suckst den Reisend nach. Orientierung spannt ab. Heutzutage verlassen sich Reisend stark auf natürlich und künstlich Hinweis. In Krameiken eine Wegebeln. In Steinbrück über einen plötzlichen Bock oder der Fernkirkturm signalisieren Richtung und Fortschritt. Du erinnerst dich an die Geschichte deines alten Kaufmanns, der dir riet, nach dem schiefen Cruisehaus zu halten, einem verwitterten Holzmarker entlang der Haupthandelsroute, der Generationen von Reisenden bekannt war. Kartenjet, es war schon im 13. Jahrhundert, aber sie sind selten und oft symbolisch als Beweis. Kloster oder Königschef besitzen wie leicht Kopien von Reiseauten oder rudimentären Karten. Doch für den durchschnittlichen Reisenden ist die Navigation in Frage der Erfahrung und mündlichen Belieferung. Du lernst Beschreibungen von Mitpilgern auswendig, die Orientierung spannt in allen Einzelheiten beschreiben. Ein Hügel, der wie ein schlafender Ries aussieht, in an Sammlung Wehrstein nähe der Flussbiegung die Eich, die sich so son nicht. Dies Bilder bilden in Mentalkart, die sie mit sich tragen. Der Wechsel der Jahreszeiten matcht die Ries-Komplexe. Frühlingsregen lässt Fluss anschwellen und verwandelt feldwigen Schlamm in Herausforderung für sie und ihr Tier. Das grell sommerlich bleicht die Landschaft aus, so dass manch Markierungen im Hitzeflimmern schwerer zu erkennen sind. Der Herbst bringt von Nebel mit sich, der die Wilde in ein Geheimnis halt. Wenn der Winterschnee spüren, verwischen und Wasserquellen gefrieren lassen kann. Sie lernen, ihr Reisezeiten entsprechend anzupassen, früh aufzubrechen und die kühleren Morgenstunden zu nutzen. Sich rennt der Hitze des Tages ausruhen und vor Einbruch der Dunkelheit Schutz zu. Socken, Navigationszeichen entlang der Weges sind oft einfach und functional, geschnitzt Crews, die Pilgerauten anzeigen. Gemalt Symboli, die Mordstrain markieren oder Holzpfosten mit dem Wappen eines lokalen Fürsten. Der die Strau instant heilt. Diese Markierungen sind rar gesät und Reisende verlassen sich auf Mundpropaganda und die vor der Einheimischen. Wenn sie durch Dörfer oder Stadt reisen, du erinnerst dich an Momente der Unjewigkeit.
Wenn sich der Weg gabelt an kein Wegweise den Weg weist oder Dichter, wohl all Orientierungspunkt zu einem verwirrenden Geue verschwimmen lässt. In diesen Momenten bliebst du stehen, lauschst und beobachtest. Vogelruf, die Windrichtung, ihr sogenannter Sonnenstand würden so hinweisen. Du achtest auf das Verhalten von Tieren. Hirschspieren fahren oft zu grüßen. Und das plötzlich verstummende Wegel kann auf ihn nur Handygefahr oder ein Hindernis hinweisen. Nachtreisen sind selten und riskant, aber manchmal notwendig. Künstlich Belichtung kommst du nur Maschen voran, nur Gelität von mondlichten Sternen. Du lernst die Sternbilder kennen, den Palasten als festen Punkt im Himmel. Und der markieren jahreszeitlich Veränderungen oder Richtungen. Der Nachthimmel wird der Himmelskart, und du orientierst dich an seinen Masten. Wenn irdisch Zeichen versagen, Asterisk in deinem Kopf spinnen sich Geschichten von Reisenden. Pilgern und handeln vergangene Seiten, die wir Jahrhunderten Diesel bin. Weich beschritten, jeder Stein, jeder Baum birgt Echos von Schritten, Jefflustet Gebiet und Spuren von Not. Du bist Teil dieses Kontinuums, ein Gleit in der Kette von Bewegung und Erinnerung. Das langsame Tempo mittelalterlicher Reisen ermöglicht ihn intensiv Auseinandersetzt mit der Umwelt und ihren Bewohnern. Du grüßt Dorfbewohner, tauschst Neuigkeiten und Proviant aus und lernst von ihrer Weisheit. Diese Interaktionen liefern nicht nur Nahrung, sondern auch wichtige Informationen über Strainverhältnis, Wetter und Sicherheit. Dennoch bleibt die Navigation in ungelöste Herausforderung. Historiker diskutieren über die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Wegfindungsmethoden mittelalterlicher Reisende. Manche argumentieren, dass Reisen oft auf versekundären Erdenbergen, Gelität von Intuition und lokalen Foren, rennt ander oft die Existenz gepflegter Pilger und Handelsweg mit einheitlicher Beschilderung verweisen. Die Erfahrung besteht in Mischung aus beidem. Du hast dich gleichsam auf Schilder, Ortskenntnis und den eigenen Beobachtungen verlassen und dich ständig und verändert Bedingungen und neue Informationen angepasst. Rennt die Sonne hersteht, in Gerst du dich eine Flossenbekörung, die dorthin einfach Holzbrock gekennzeichnet ist. Der Duft von frischem Wasser und das Rauschen der Strömungen bieten Erleichterung und Erholung. Du heilst ihn und jennst deinem Pferd und essel einen tiefen Schlag, renn du dich. Ausraschst und den Flasch offelst. Das Wasser schmeckt kalt und rein, ein kostbares Geschenk auf dem langen Weg. Du nimmst dir einen Moment Zeit, um die Landschaft zu betrachten. Einen Hügel, geckert von den Ruinen eines alten Watchturms, den Roch ferne few Stellen da. Aus einer Ansammlung von Hütten aufsteigt, den Klang von kirchigen Glocken, die Mittagsstunde guten. Jedes Detail hilft dir bei der Orientierung und festigt dein Mentalkart, die dir den Weg weist. Wieder aufbrechend spürst du den stetigen Rhythmus der Reisens, das Zusammenspiel von Körper, Tier und Gelände. Die Reise ist langsam und erfordert Geduld, Durchhaltevermögen und ständige Aufmerksamkeit. Doch mit jedem Schritt kommst du deinem Zielen her und folgst den Faden. Dein Zielen für dir gebond HABN dort der langsam Weg ist ein Wandteppich. Aus Landschaft und Erinnerung, not an Hoffnung, Glaub und Entschlossenheit, sieh gern weiter. Gelität von der Erde unter ihren Füßen, dem Himmel über ihnen und den Geschichten, die in das Land selbst eingraviert sind. Sie erwecken zum sanften Murmeln eins nach in Box und dem Rascheln der Bolter, die von einer Morgenbreise bewegt wurden. Die langsam Ries geht weiter. Jeder Tag ein News Kapital voller Ausdauer, Entdeckungen und Anpassung.
der Wegwoinen. Schlängelt sich durch ein Flickwerk aus Feldern, Wurden und Dörfern. Jedes bietet seine eigenen Herausforderungen und Annehmlichkeiten. Auf diesem Abschnitt der Strau wird ihnen deutlich, wie sehr sich mittelalterlich Reisende oft Gastfreundschaft und Schutz verlieren. Fragil zu Flutsort, die strapassende Reis in Momente der Ruhe und menschlicher Verbundenheit verwandelten. Such nach einer sicheren Unterkunft ist in ständig Sorge. Gasthäuser und Hospice bieten Schutz für den Elementen, Essen und die Möglichkeit. Mut noch in Ausschauungen, aber sie sind weder zahlreich noch immer einladend. Sie haben gelernt, dass die Sicherung eines Bettes oft Verhandlungen, Bestellung oder Empfehlungen erfordert. Manch Gasthäuser richten sich hauptsächlich an Händler, anderen Pilger und ihre Einrichtungen variieren stark in Qualität. Sicherheit! In Einwegpritsch in einem überfüllten Gemeinschaftsraum kann ihr einzige Option sein, denn sie sich mit Fremden und Tieren teilen müssen. Die Atmosphäre in einem Gasthaus ist die Mischung aus Erleichterung und Wachsamkeit. Viele nisten in Steinen und Hürden und werfen tanzen Schatten auf Holzbalken. Der Duft von gebratenem Fleisch vermischt sich mit Rauch und Schwei. Reisende unterschiedlicher Herkunft treffen sich hier. Kaufleute, die über Handel diskutieren. Soldaten, die wohnschlachten prollen, Pilger, die Gebiet und Geschichten austauschen. Trotz Lärm und Unbehagen bieten dies Gemeinschaftsraum Warm, Kameradschaft und ein flüchtiges Gefühl der Geborgenheit. Sie erinnern sich an ihn nackt in einem Gasthaus am Strauenrand, wo die Warm diffus und das Lachen der Reisenden, die Müdigkeit für einen Moment vertrieb. Das Nisten der Flammen begleitet Geschichten von Heiligen und Schurken, von fernen Ländern und Heimkehrern. Obwohl die Ströme trotz klampig und die Decken dann wären, erfüllt die gemeinsame Menschlichkeit den kalten Raum mit Trost. Hospice und Kloster bieten ihn eine Art von Zuflucht, so allgeistig als auch körperlich. Manche Nonnen bieten Unterkunft, Essen und oft nur in rudimente medizinische Versorgung. Die Zufluchtsort den Pilgern und Bedürftigen offen und werden wohnsten lieb. Und religiöse Pflichtgetrigen, ihr schlichten Mauern, holen von Gebieten und Gessingen weiter und schaffen einen ruhigen Zufluchtsort. Für dem Trubel der Strau sehen sich einem solchen Hospice neben einer Kirche, dessen Steinmauern dort rankendes Fu aufgelockert werden. Drinnen erwartet sie in einweg Mahlzeit, Brot, Keks und dann Brühe. Doch die Nahrung ist nach Tagen karge Kost reichlich. Die Still der Kapelle lillt zum Natsch Duncan ein, und sie schlien sich anderen im Gebiet an am Kraft. Für die bewusste Henrys zu FINDN dort NICHTG Unterkunft ist sicher oder hygienisch. Berbelegung, schlecht Beluftung und gemeinsam Schlaf erhöhen das Krankheitsrisiko. Reisende meiden Gasthäuser manchmal ganz und entscheiden sich trotz der Gefahr von Ausgesetztheit und Diebstahldörfer im Freien zu campen. Astrus keinen. Sicheren Ort zum Ausruhen zu finden, erfordert ihn Mischung aus Glück, Wohlbereitung und sozialem Geschick. Ihr verhandelt am Platz, bietet Kleingeschenken oder nutzt unterwegs Bekanntschaften. Europe als höflicher Reisender hilft, Toren zu öffnen. Rennt Misstrauen oder Stolz sie verschlingen können. Das Wetter beeinflusst der Unterkunftswohl stark. Starkrücken treibt juk dazu. Schatz in Scheunen oder verlassenen Gebäuden. Zu sacken. Die Wintergilts winkt juk mit anderen Süßmense-Kaschen. Weil man Geschichten austauschen. Die Sommerhitz lillt dazu ein. Unterschattigen Bemen oder in der in gekallende Biberche zu rosten dort mit Gefferten zu reißen.
Erleichtert die such nach einem Unterschlupf und bietet zusätzlichen Schutz. Gruppen können Zimmer reservieren oder Ressourcen teilen, was die erträglicher matcht. Die sozialen Dynamiken in Gasthäusern und Hospisen sind komplex. Klassenunterschied verschwimmen in diesen engen Räumen, doch Hierarchien bleiben bestehen. Het Jahrhundert möglicher was Privatzimmer. Bauern und Bedienstete teilen sich überfüllt Quartier. Spannungen nehmen zu, aber auch Momente der Freundlichkeit. Du wirst solch großzügige Taten. Ein Kaufmann bietet einem kranken Pilger sein Bett an. Ihn Leid teilt mit Bettlern. Dies Begegnungen bekräftigen die säuberliche Menschlichkeit. Die Reisen trägt. Die Schlafgelegenheiten variieren stark. Betten können Strohfeld pritschen. Holzplattformen oder Einwegbodenmatten sein. Decken sind rar und oft geliehen. Privatsphäre ist ein Luxus, den man sich nur selten leisten kann. Du lernst, leicht zu schlafen. Oft Geruch und Bewegungen eingestellt. Der Geruch von Rauch, das Gemurmel von Gesprächen. Das gelegentlich Schnarchen werden so cooles Feuer. In unterbrochen Ruhepause. Trotz aller Strapazen erneut die Möglichkeit, den Rucksack abzulegen, in Mahlzeit zu teilen und sich den Schmutz von der Haut zu waschen. Körper und Geist, dort du denkst zu Haus, dieser gelassen Annehmlichkeiten und den langen Weg. Dennoch für der Liegt dort Schutz auf der mittelalterlichen. Strau ist ein kostbares Geschenk, sie bietet Ruhe inmitten unerbittlicher Bewegung. Du stehst mit der Morgendämmerung auf, erfrischt und bereit, die langsam, städtisch Reise anzutreten. Gemeinsam mit deinen tierischen Begleitern begibst du dich zurück auf den Weg und nimmst die Kraft der Ruhe und der menschlichen Verbundenheit mit Natur. Der Weg liegt für dir, unsicher, anspruchsvoll und voller Möglichkeiten. Sie erwachen in der frischen Morgenluft, ließes Vogelgezwitscher kündigt einen neuen Tag an. Das gemütliche Tempo ihrer Reise wird von Momenten stiller Besinnung unterbrochen. Aber auch von der Notwendigkeit, sich den Realitäten der Mittelalterlichen Reisens zu stellen, deren die ständig Bedrohung durch Krankheit und Verletzung. In 13. Jahrhundert wird Krankheit ein ebenso alltäglicher Begleiter auf Reisen. Weil ihr Gepäck oder ihr Pferd. Die Reise stellt nicht nur ihr körperliche Ausdauer auf die Probe, sondern auch ihr widerstandsfähig gegen die unsichtbaren Kräfte von Krankheit und Unglück. Das Reisen durch Feuchtwälder und schlammig Strauen setzt sie Kälte. Muddigkeit und schlechter Ernährung aus, als Faktoren, die Abwehrkräfte der Körper schwächen. Sie sind sich bewusst, dass selbst ein Kleinwand sein kann, wenn sich eine Infektion ausbreitet und das Krankheiten wie Rohr, Typhus oder Pest angesichern entlang der Handels- und Pilgerwege lauern. Die überfüllten Gasthäuser und Hospice, obwohl Orte der Ruhe, können auch Brutstätten für Ansteckungen sein. Du erinnerst dich an die Symptome gewöhnlicher Beschwerden, Schüttelfrost, der Fieber ankündigt. Die unerbittlichen Krampfe, die auf Darmbeschwerden hinweisen. Den hartnäckigen Hassen, der dir den Atem raubt. Du beobachtest deinen eigenen Körper und den deiner Begleiter sorgfältig im Wissen. Das frühzeitiges Erkennen den Unterschied zwischen Genesung und Katastrophe ausmachen kann. Das medizinische Wissen ist begrenzt, entwickelt sich aber weiter. Gerst, die in den Theorien von Galen und auf Sinne ausgebildet sind, stellen Diagnosen basierend auf dem Gleichgewicht der Körpersaft, Blut, Schleim, Schwarz und Gelbgalle. Behandlungen zielen darauf ab, dieses Gleichgewicht durch Aderlass, Abführmittel oder pflanzlich Heilmittel wieder herzustellen, deren Wirksamkeit jeder konjus ist.
Das Vertrauen auf spiritual heilen und Gebet ist tiefgreifend und verbindet Glauben mit Medizin. Du trägst ihn Bescheiding Gutes-Handlung bei dir. Camilse Linderung von Megenschmusen. Weidenrind gegen Fieber und Schmerzen und Knoblauch. Der Angeblich Infektionen abwärts. Dies Generationen weitergegeben Naturheilmittel bieten zwar etwas Lindering, sind aber keine Garantie gegen die Folgen einer Krankheit. Hygiene bleibt eine Herausforderung. Waschen ist selten. Und die überfüllten Gasthäuser oder Märkte erhöhen das Risiko der Krankheitsverband. Man tat, was man kann, und abwischen, stehens Wasser meiden und Wandern so behalten. Für krank ist Isolation oft notwendig. Reisend mit ansteckenden Krankheiten werden möglicherweise zurückgelassen oder von Begleitern betreut, deren Schicksal ungewiss ist. Die Angst vor Ansteckung ist Misstrauen und Vorsicht und beeinträchtigt soziale Interaktionen. Man erinnert sich an die Geschichte mit Reisenden, der sich unterwegs mit der Pest infiziert und dessen Symptome sich trotz Gebeten und Behandlungen rapid verschlimmerten. Sein Ries in dick vorseitig, ihnen nachtend Erinnerung und die Sterblichkeit. Trotz dieser Gefahren zeigen Reisende in bemerkenswert widerstandsfähig. Man erlebt tatende Fürsorge und Mitgefühls, Curiosities werden geteilt, Schwachen geholfen und Trost gespendet. Dies Momente schmieden Bindungen. Die Einsamkeit der Rieslindern. Die Angst vor Krankheit prägt ihren Skydangen. Du miedest überfüllt Marktplätze, wann immer möglich. Wollst so bei Gasthäuser und achtest auf die Gesundheit. Die langsam resurfert ständig Wirksamkeit gegenüber sichtbaren und unsichtbaren Gefahren. Du nippen in einem bitteren Crudity und spürst sein Wurmand. Leichtering. Du bereitest dich auf die Riesdetages vor, gestig durch klein Annenlichkeiten und insgeschlossen durchhalten. Historiker diskutieren noch immer über das Ausmaß und die Auswirkungen von Krankheiten auf das mittelalterliche Reisen. Doch als sind sich einig, dass sie ein gültiges Hindernis darstellten, das Rauten. Seitebelü von sozial Dynamiken prägt. Wenn du vorwärts gehst, trägst du nicht nur deinen Rucksack, sondern auch die Last der Ungewissheit und Hoffnung. Der Weg schlängelt sich für dir, voller Herausforderungen, aber auch Momente der Neid. Den Ries geht weiter langsam, bedächtig und zutiefst menschlich. Du stehst auf, das erst liegt voll sanft durch die Ritzen der hölzernen Fensterläden. Die Luft ist frisch und verspricht einen neuen Tag. Der langsam, stetig Rhythmus deiner Ries trügt dich vorwärts, doch unter der Oberfläche spinnt. Sich dein Geist durch das Komplexnetz aus Gesetzen, Begacken und Pflichten, die das mittelalterliche Reisen regelten. In 13. Jahrhundert ist die Strahl nicht nur ein physischer Weg, sondern ein komplexes soziales und rechtliches Feld, in dem direkt und Pflichten von Reisenden und lokalen Behörden miteinander verwoben sind und jeden zurückgelegten Kilometer prägen. Reisend in dieser Zeit unterliegen einem Flickenteppich aus Gesetzen und Begacken, die je nach Region und Gerichtsbarkeit stark variieren. Das Feudalsystem diktiert einen Großteil der sozialen Ordnung und lokale Herren eben die Herrschaft. Über ihr Land aus einschlägig Strauen, Brücken und Marktplätzen. Du lernst früh, dass der Begangen in neue Herrschaft neue soll, und die Regeln und die Notwendigkeit eines korrekten Auftretens, zur Vermeidung von Konflikten mit sich bringen kann, selbst sind ein örtliches Problem. Fürsten und Gemeinden erheben von Handeln und Reisenden Gebern für die Nutzung von Strauen, Brücken oder Stadttoren. Dies solange tragen sie Instandhaltung der Infrastruktur und der Kost der Fürsten bei.
Knen eben für Reisende auf langen Strecken in Belastung darstellen. Sie tragen klein, wertvoll und sorgfältig rationiert Munsenbasic. An dies geberen pünktlich zu entrichten, wohlwissend, dass Verweigerung oder Versägerung zur Beschlagnahmung oder Beschlagnahmung von Waren führen kann, Strafgesetz, dienen oft der Sicherheit und Ordnung. Können eben willkürlich durchgesetzt werden. Sie werden durch Weichwalkenkarren kontrollieren, Reisen befragen und manchmal unter dem Deckmantel der Autorität Gelder erpressen. Das Fällen eines zentralisierten Rechtssystems führt dazu, dass die Rechtsprechung sehr unterschiedlich ausfällt und oft im Ermessen der lokalen Behörden liegt. Begabte und gastfreundschaftlich beeinflussen ihr Reis ebenfalls. Klöster und religiöse Einrichtungen sind für Pilger verantwortlich und bieten ihnen aus fremdige Unterkunft und Verpflegung. Sie finden Trost in diesen Orten, wo Gastfreundschaft garantiert ist, doch anderswo kann die Freundlichkeit von Fremden unberechenbar sein. Der rechtliche Schutz für Reisende ist begrenzt, entwickelt sich aber stetig weiter. Erkenden und königliche Lass gehören gelegentlich freigelegte der Schutz für Händler und Pilger. Wenn sie Glück haben, tragen sie gleich Brief mit sich und hoffen, dass dies ihnen in unbekannten Ländern CUGUTKOMMEN der Sozial Status von Reisenden beeinflusst die Behandlung. Etliche und geistlich werden oft bewusst behandelt. Rentbauern und Handel mit Misstrauen oder Feindseligkeit konfrontiert werden. Sie lernen, die sozialen Hierarchien sorgfältig zu navigieren und ihr Verhalten und Erscheinungsbild anzupassen, um Konflikt zu vermeiden. Lokale Begabte bestimmen das Verhalten auf Märkten, in Gasthäusern und in Stadttoren. Begrüßungen, Kleider ordnen und das Überreichen von Geschenken können Touren öffnen oder anstoßen. Sie beobachten diese Nuancen genau und lassen sich von den Ratschlägen ihrer Reisenden und Einheimischen leiten. Die Justus oft der Strau ist oft schnell und hart. Banditentem, Diebstahl und Geld werden mit Strafen geahndet. Die von Geldstrafen über Gefängnis bis hin zum Tod reichen. Die Durchsetzung ist jedoch uneinheitlich. Und manch Reisende greifen auf Selbstverteidigung oder Verhandlungen zurück, zu überleben. Asterisk, du erinnerst dich an ihn angespannte Begegnungen einer Mordstelle, bei der ein Missverständnis beinahe in Gewalt eskaliert war. Ein ruhiges Wort und indiskret Bestechung entschärften die Situation und erinnerten dich an das empfindliche Gleichgewicht zwischen Recht und Überleben. Das Zusammenspiel von Recht und Sitte schafft ein dynamisches Umfeld, das Flexibilität und Wirksamkeit erfordert. Du entwickelst ein feines Gespräch, wenn du den Recht geltend machen und wenn du nachgeben solltest. Reisdokument wie Pass oder Empfehlung schreibst sind selten, aber wertvoll. Du hütest den kleinen Schriftroll aus einem Kloster, der deinen Charakter und dein Bedürfnis nach sicherer Durchreise bescheinigt. Sprachbarrieren machen rechtliche Interaktionen komplizierter. Missverständnisse können zu Versicherungen oder Anschuldigungen führen. Du verlässt dich auf Gesten, Besitzer oder ortskundig vor, dies Herausforderungen zu meistern. Trotz der Risiken bietet das Gesetz einen Rahmen für Reisen. Es sorgt für Ordnung im Chaos des Strau. Auch wenn es unwillkommen und ungleichmäßig gewendet wird. Du beobachtest die sich verändernde Landschaft nicht nur der Natur, sondern auch der menschlichen Autorität, Bergwachturm, Mordstellen. Marktplätze zeigen von Kontrolle und Herrschaft. Bei der langsamen Reise geht es ebenso darum, Sozialstrukturen zu meistern, wie physische Distanz zu überwinden.
Du bereitest dich auf die Übergang einer Landesgrenze vor und passt dein Tempo. An Verhalten entsprechend dort der Weg vor dir ist voller Rechtecke und soziale Hürden, aber auch voller Chancen und Verbindungen. Mit sicherem Gepäck und bester Lohn schreitest du voran, achtsam, belastbar und stets wirksam. Die Strau entfaltet sich für dir, ein lebendiges Geflecht aus Gesetzen, Sitten und menschlichem Willen. Sie werden immer sicherer und spüren den vertrauten Rhythmus ihrer Schritt auf der Erde. Rennt sich die Reise durch das weit und abwechslungsreiche Europa der 13 Jahrhunderts sieht. Das gemütliche Reisetempo prägt nicht nur die Landschaft, sondern auch die Kultur. Und schon bald tauchen sie ein in den Alltag und das soziale Gefüge der Dörfer und Stadt, die ihren Weg schwimmen. Das Leben in diesen Siedlungen prägt das Reiseerlebnis. Orte der Ruhe, der Handels, der Nachrichten und manchmal auch der Gefahr. Das Verständnis der Bagage und der Alltags der mittelalterlichen Dorflebens wird zu einem wichtigen Kompass für die RIENTIUNG.NACH und nachtauchen Dörfer auf, wenn sie Sitzungen und Sammlungen von Fatschworkhausen mit Strohchern, die Sitzen bekämen oder Cruisungen drangen. Rutsch stieg Träg aus den Schornsteinen auf und vermischt sich mit dem Duft von Holzrauch, frisch gebackenem Brot und Nutztieren. Im Dorfzentrum befindet sich oft ein Marktplatz. Das pulsierende Haus der Handels und der sozialen Interaktion. Hier sieht man Bauern, die Getreide tauschen, Weber, die Stoff verkaufen und Kinder, die zwischen standen hin und her flitzen. Das Tempo der Dorflebens steht in krassem Gegensatz zur Dringlichkeit der Reise der Reisenden. Die Dorfbewohner bewegen sich in städtischen, eingespielten Rhythmen, sie bestellen Felder, kommen sich das wir, backen Brot in Gemeinschaftsfan. Frauen versammeln sich in Brunnen oder Waschhausen, ihr Geplapper wird von klappender, Holzheimer und dem Putschern der Wassers unterbrochen. Männer reparieren's June. Schärfen Work oder treffen sich im Wirtshaus und new Kieten und Geschichten austauschen. Ihr Ankunft sieht neugierig Blick auf sich. Reisend werden, willkommen Tschechien und sogleich misstrauisch begut. Sie bringen new Kieten und Waren mit. Aber auch das Risiko von Krankheiten und Anordnung. Gastfreundschaft wird oft mit Vorsicht geboten. Ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Grusigkeit und Selbstschutz. Sie suchen das rötliche Gasthaus auf. Ein einfähiges Holzgebäude mit niedrigem Strohdach und einem im Wein schwingenden Schild. Die Gemal Darstellung eines Volken oder eines Lebensbrot. Drinnen ist dies warm und lauten Gemeinschaftsraum, erfüllt von Duft von Eintopf, Bier und Rauch. Reisend und Dorfbewohner treffen sich, tauschen Grüge aus und erzählen Geschichten. Du lässt dies dir im Führer gemütlich, dankbar für die Gelegenheit, Ausschauungen und zu beobachten. Die Wirtin, in Frau mit scharfem Blick und einem freundlichen Lächeln, bietet Essen und Trinken zu moderaten Preisen an. Du geniert die dick Gerstenbrühe und das knusprige Brot und den Gustig. Rennt du den Gästbrücken dick herumlauschst, lockere Klatschers und Wanderand, gerichten Eberbandetentem auf den anliegenden Strauen und Geschichten, von Adligen, die das Herrenhaus besacken. Dorfbewohner teilen wichtige Informationen für den Reis. Du erfährst mehr über die Strainverhältnis, Wetterverhörsen und sicher Rastplätze. Solches Wissen ist wertvoll und entscheidet oft darüber, ob du den einen oder anderen Weg wählst. Marktig verwandeln das Dorf. Auf dem Platz blauen Stand mit frischen Produkten, Textilien, Töpferwaren und Werkzeugen. Händler aus Fernen. Städten kommen mit exotischen Waren, Gürsen, Zeit, Metallarbeiten und sehen Menschenmassen und Begeisterung an.
Der Markt ist ein geschäftliches Treiben, ein Treffpunkt der Kulturen und der Handels. Sie handeln vorsichtig und achten auf Preis und Qualität. Beim Kauf von Trockenfleisch oder Koks für unterwegs spüren Sie das gierig des wenigen Gelds. Und dann wird jede Transaktion, die Kunst der Verhandlung ist unerlässlich, Fairness und Überleben in Einklang zu bringen. Fest und religiös Feiern prägen das Dorfleben, bieten Erholung wohnende Arbeit und fördern die Gemeinschaft. Sie werden zu den Vorbereitungen für eine Prozession zu einem Heiligentag. Dorfbewohner kennen die Kirche, proben Himmel und legen festliche Kleidung an. Solche Ereignisse bieten Momente der Freude und Verbundenheit, selbst für müde Reisende. Sie mischen sich unter die Einheimischen und lernen Dialekt und Begriff kennen. Gastfreundschaft geht über Gasthäuser hinaus, Bauernhäuser bieten oft Unterkunft, gemeinsam genutztes Brot oder Wasser aus Brunnen. Freundlichkeit und Großzügigkeit erhellen die Strapazen der Reisens. Doch unter der Oberfläche brodelt die Spannung. Rivalitäten zwischen Dörfern, Landstreitigkeiten und Familienfäden können den Alltag erschweren. Man lernt, sozial sich neu zu deuten, sensible Themen zu vermeiden und lokale Hierarchien zu respektieren. Die Anwesenheit reisender Geistlicher wird in spiritual Dimension. Priester und Mönche sehen zwischen den Dörfern immer, halten Gottesdienst, spenden Sakramente und pflegen krank. Ihr Einfluss prägt Alltag, Moral und Gesetz. Man besucht ihn Mess in einer schlichten Steinkapelle. Gesang und Kirchenschein, spenden Trost und Besinnung. Der gemeinsame Dual der Gemeinschaft stärkt die Bindungen und bietet Reisenden wie Einheimischen Orientierung. Asterisk Bildung ist Mangelware. Die meisten Dorfbewohner sind Analphabeten und verlassen sich auf mündlich Überlieferungen und die Kirche, ihr Wissen zu erlangen. Das geschickte Nersen ist lebendig und geschickt. Moral und Warnungen in Generationen WEITR sichern geschickten von lokalen Heiligen. Wundersamen Erlebnissen und historischen Schlachten, die der Landschaft, die sie durchkehren, neue Bedeutungshaben verleihen. Das gemütliche Tempo des Dorflebens lehrt Geduld und Aufmerksamkeit. Eigenschaften, die für den Reisenden unerlässlich sind. Sie passen ihren eigenen Rhythmus und lernen, sich im Takt der Lands zu bewegen. Wenn sie sich auf die Preis vorbereiten, bieten ihnen die Dorfbewohner Segen und Ratschläge. Sie packen ihr Sachen, erfrischt durch Ruhe und menschlich. Der Weg vor ihnen ist lang und ungewiss, überreiche durch die Leben, die sie berthet haben, und die Geschichten, die sie mit sich tragen. Mit einem letzten Blick auf das Dorf machen sie sich auf den Weg, die langsam schlängelt, sich weiter durch das Gefüge der mittelalterlichen Lebens. Der Morgenhimmel liegt tief über den Feldern, als du die staubig Straub betrittst. Die Kälte in der Luft erinnert dich daran, dass die Jahreszeiten wechseln und der langsam, beschwerliche Marsch der mittelalterlichen Reisenden unpause. Weiter geht. Heute wird dir die entscheidende Bedeutung von Wetter und Klima für jeden Aspekt der Reisen sind. 13. Jahrhundert bewusst für das Tempo die Route. Die Risiken und sogar das Überleben derer, die sich auf den Weg machten. Die in Vorhersperren, Lonnen der Himmels bestimmen die Insgeidungen vom ersten Moment an. Im Frühling knallen plötzlich Regenguss staubig fade in tückisch samt verwandeln. Die Stiefel versinken in dicken Schlamm, die Haftdienstfels rutschen aus. Rennt du uns gleichgut kommst, Reis in Bergten von Beschwemmung. Die Brocken oder Strauen wegspülen und dich zu gefährlichen Umwegen durch Unbekanntes. Und Wilds Gelänz wingen.
Du heilst aus honach dunkle wordenden wolken, spürst den scharfen Gerig der Regens. Bever erfüllt und bealstig, Schatz zu finden, bever der Himmel sein Schweißen evnet. Der Sommer bringt Langtage und sengend Hitz. Die Sonne brennt vom Himmel, spiegelt sich in den staubigen Strauen und trocknet die wenigen verbliebenen Wasserreserven. In Brunnen unbekannt, Dehydration ist in ständig Bedrohung. Du trägst dein Wasser sorgfältig mit dir herum, teilst dies in kleinen Schlacken und suckst Schatten unter während selten bemen, oder in den lichten Woldchen weggesrund. Fliegen und Macken schwärmen unaufhörlich und machen is dir schwer. Ausschauungen. Die intensive Hitze verlangsamt das Vorankommen und du lernst. Frühmorgens und nachmittags zu laufen und dich rennt der starksten Sonnenstunden Ausschauungen. Der Herbst bringt kühle Temperaturen und wirbeln Bulter. Die Landschaft in OCK und Rosten get out. Die Kurse werdenden swingen dick, das Vorhand in Licht optimal zu nutzen. Morgens stieg Nebel auf und frühe Frost bedeckt Felder und Weege mit Eis. Du siehst Bauern, die spät ernten einfahren und Dorfmögt füllen sich mit Wurzelgemüse. Äpfeln und Konserven und kündigen den nonden Winter an. Der Wechsel der Jahreszeiten schärft den Sinn und lässt den Schritt zügiger werden. Der Winter ist daher Testjahreszeit in brutal Belastungsprobe. Schnee und Eis verhallen. Die Landschaft und würdigen Weg und Orientierungspunkt. Du stapfst durch nietief Schneewehen, die KLTB jet durch die Schichten Wohl und Leder. Wasserkellen gefrieren und die Nahrungsvorrat schwinden. Dabei, wenn der Wind hüllt durch die Wälder und die sind lang und unerbittlich. Du suckst Schatz, wo immer es geht. Kuschelst dich ans Feuer und wärmst dich mit deinen Reisenden. Erfrierungen und Unterklang lauen als ständig Geffern. Das ganz Jahr überschlagen Sturm und Wohlwohnen zu, heftig Windfegen durch die Bäume. Donner lässt den Boden ersitten, Blitzbolten gießt. Du lernst die Zeichen zu deuten, den Gerig von Ozon, die plötzlich still vor einem an Wetter, den sich verdunkelnden Himmel. Wenn Sturm aufziehen, wird die Ries unterbrochen. Du findest Zuflucht unter dicken Sten oder in stablen Hafen. Der Weg wird zu einem Ort der Wartens und der Geduld. Das Wetter beeinflusst den Tier stark. Verzichten in der KLT. Schlamm wirklich der Hof und Durst wird zum akuten Problem. Wenn Biberchi austrocknen oder soffrieren. Man passt Futterungsspullen und Ruhepausen entsprechen an. Da man weiß, dass Kraft lebenswichtig ist. Jahreszeiten will beeinflussen, auch sozial und wirtschaftlich Rhythmen. Erntedankfest. Religiös Feiertage und Jahrmarkt prägen den Kalender und bieten Erholung und Möglichkeiten. Angekehrt die winterliche Isolation das Risiko von Raub und Krankheiten. Man richtet sein Reisplan nach diesen Sickelen aus und versucht, die schlimmsten Strapazen nach Möglichkeit zu vermeiden. Die Beziehung der mittelalterlichen Reisenden zu den Elementen ist von Respekt und ständiger Anpassung geprägt. Man trägt ein Fake-Work zu, Umhang gegen Regen und Kälte, verstärkt Stiefel gegen Schlamm, Mutzen oder Schals gegen Sonne und Staub. Man matcht Führer nicht nur sich zu wärmen, sondern auch sich Nolle zu senden und sich zu schützen. Man beobachtet, wie sich lokale Gemeinschaften auf die Jahreszeiten vorbereiten, indem sie Lebensmittel legen, Häuser verstärken und gemeinschaftliche Arbeit organisieren. Dies Praktiken versorgen ganz Bevölkerungen durch die Strapazen des Jahres. Historiker diskutieren noch immer, inwieweit Klima und Wetter mittelalterlich Ries und Handelsweg beeinflussten. Manche argumentieren,
das klimatische Ereignis, politisch und wirtschaftlich Veränderungen mit sich brachten, und betonen die Widerstandsfähigkeit der Menschen gegenüber den Lohnen der Natur. Ihr eigene Erfahrung bestätigt beides. Die Natur ist in gültige Kraft, doch die menschliche Entschlossenheit bleibt bestehen. Wenn sie weiter schreiten, sehen Wolken auf und versprechen Regen. Sie beschleunigen ihren Schritt, den Mantel festen sich gesogen, das Haus ruhig. Die Strau biegt sich verinnen, Abend schlängelt sich durch Felder und Wälder. Ein zeitloser Weg, gefüllt von den Jahreszeiten und dem menschlichen Willen. Jeder Schritt spiegelt den Rhythmus von Erd und Himmel wider. Sie wandern nicht nur durch Land, sondern durch den Wechsel von Wetter und Zeit. Die Morgendämmerung bricht ließ über die sanften Hügel. Rennt du den langsam, stetig Wanderung auf den Ausgetrittenen, und kurvenreichen Strauen Europas der 13. Jahrhunderts fortsetzt. Jedes Kilometer süd von deiner Widerstandsfähigkeit. Deine Anpassungsfähigkeit und die unerbittlichen Herausforderungen von gelernt, weiter an der Struktur der mittelalterlichen Gesellschaft. Heute schärft sich dein Blick für die wichtige Rolle von Communication und Information Sources. Die Reisende weidig auf diesen langen Reisen im Leben erhalten. In einer Zeit ohne moderne Technologie verbreiten sich Nachrichten und Orientierung. Durch Mundpropaganda, Brief und die Bewegung von Kaufleuten, Pilgern und Booten. Die Strauen, denen du folgst, sind mehr als nur Fähig für Schritt und Hofeisen, sie sind Arterien für den Informationsfluss. Verbinden weit entfernt Gemeinden und prägen die sozialen und wirtschaftlichen Landschaften. In jedem Holt, ob Dorf, Stadt oder Gasthaus, lauschst du aufmerksam Gesprächsfetzen und erfährst Neuigkeiten über politischem Willsangen, dahin Gefren oder günstig Handelsmitgliedschend, direkt über Krieg, Banditenaktivität. Königliche Lass oder Unterfolge verbreiten sich schnell und können den Route oder den Dringlichkeit beeinflussen. Schriftliche Kommunikation ist auf die gewählte Elite beschränkt. Geistlich, et leid an besten Kaufleut, doch Brief, die von vertrauenswürdigen Kurieren überbracht werden, verbinden dies Matchzentren. Gelegentlich erhältst du solch Dokumente. Versiegelt mit Works und mit Wappenversieren. Dies Schreiben können diese Geleitüren oder Dickmächtigen Jennen vorstellen. Du verlässt dich stark auf mandlich Belieferungen. Die Geschichten und Ratschläge von Reisenden, lokalen Foren und Gastwirten. Ihr Wissen überraten. Wetterligen und Gefren ist von unschätzbarem Wert und leitet den ins Gedanken. Und prüft den täglichen Plan. Merkt und messen dienen als Notenpunkt der Information Sources. Kaufleute aus verschiedenen Regionen treffen sich und tauschen nicht nur Waren, sondern auch Neuigkeiten aus fernen Ländern aus. Du nimmst Geschichten über exotische Güter, neue Technologien und wechselnde Allianzen auf. Kultur und religiöse Zentren fungieren ebenfalls als Informationscontent. Pilger bringen Nachrichten aus fernen Ländern und manch halten Ereignissen Chroniken fest. Oft hältst du in mit Geistlichen zu sprechen, deren Wissen und Einfluss dir Einblick und Hilfe bieten können. Die Bedeutung von Vertrauen in der Kommunikation kann nicht genügend werden. Du lernst, zuverlässig Quellen von Klatsch und Taschen zu unterscheiden. Falsche Informationen können Reisende in die Foren oder in Gefahr bringen. Sprachbarrieren erschweren die Dinge, doch Gesten, gemeinsame Erfahrungen und das universell Bedürfnis nachzubeleben fördern das Verständnis. Unterwegs schnappst du Redewendungen und Dialekt auf und erweiterst so den Fähigkeit, dich in verschiedenen Regionen zurechtzufinden,
Das Geschichten selbst ist Geschichtstradition unter Reisenden. Lagerfeuer und in Tavernen unterhalten und bilden Geschichten von Heldentum, Torheiten und lokalen Überlieferungen. Dieses langen starken Sozialbindungen und bewähren das kulturelle Gedächtnis, den eigen. Geschichte wird Teil dieses mündlichen Erbs, wenn du den Erfahrungen und Erkenntnis teilst. Du trägst zu einem kollektiven Wissen bei, das allen Reisenden holdet, schriftlich Schilder und simply in kleiner Straubieten begrenzte, eben nützlich Orientierung. Eingemeilt Meilenstein markieren in Vernungen. Crews kennzeichnen sicher zu Flutzold oder Heiligstätten, und gemalt simply weisen auf Mordgeboren oder Gefren hin. Dies verswellen Hinweisergensen Mundikeien FORMATIONEN dorthin. Seiten wollen Konflikten oder Unruhen werden Communications noch wichtiger. Nachrichten müssen schnell und sicher übermittelt werden, auf Deutsch Britain Cureri. Die sich Banditen angreifen oder politischen Intrigen aussitzen. Historiker diskutieren über die Physiens mittelalterlicher Kommunikationssystem, doch Konsens besteht darin, dass sie in wichtige Rolle bei Handel, Regierung und Reisen spielten. Ihr eigen Abhängigkeit von diesen Netzwerken unterstreicht die menschliche Dimension. Ein komplexes Netz aus Vertrauen, Wissen und Interaktion. Rennt sie vorwärts schreiten, dringt der Klang ferner Stimmen in ihr Ohr und erinnert sie daran, dass sie Teil einer lebendigen, vernetzten Welt sind. Dort der Weg vor ihnen ist nicht einzeln, sondern gehoben von Anselligen. Wegen der Kommunikation, der Austausches und der gemeinsamen Erlebens. Sie setzen ihr Reis fort. Es sind auf die Geschichten eingestellt, die sie im Geben und Begleiten, Jeets Gespräch. Jeet Nachricht ist ein Lübtführer, das sie durch den langsamen, beständigen Marsch der mittelalterlichen Reisens fort. Sie erwecken im sanften Licht der Morgendämmerung, das durch das Botterdeck fällt. Und der langsame Rhythmus ihrer Reise tritt sie immer weiter. Hut richtet sich ihre Aufmerksamkeit auf die entscheidende Rolle der Ernährung auf mittelalterlichen Strauen, die Lebensmittel, die sie essen, wie sie sie beschaffen, und die kulinarischen Bagage, die Reisenden 13. Jahrhundert ingetan und starten. Essen ist nicht nur Energie. Es ist ein Quell der Trosts, in Verbindung zu Heimat und Kultur und ein lebenswichtiger Faktor. Ihr Vorrat sind bescheiden. Ein kleiner Beutel mit getrocknetem Getreide, gesalzenem Fleisch, Harz und vielleicht eine Handvoll Trockenfrüchten oder Nüssen. Diese Lebensmittel werden aufgrund ihrer Haltbarkeit und ihres Energiegehalts ausgewählt und halten den strapassenden Reisstand ohne zu verderben. Jeden Morgen teilen sie ihr Vorrat sorgfältig ein, im Bewusstsein, dass die Wiederauflang von den Dörfern und Märkten abhängt, die sie erreichen. Sie brechen ihr Fassen einfach, vielleicht mit einem in kaltes Wasser, oder ein getorchtes Stockbrot oder ein paar getrockneten Feigen, die sie langsam kauen. Und dann hängen zu STIL in dort das Tempo der Reis bestimmte Mahlzeiten. Tagsüber ist man schnell und sparsam oft unterwegs und spart sich gehaltvolle Mahlzeiten für den Abend auf, wenn man in Unterkunft gefunden hat. Essen wird sowohl eine Notwendigkeit als auch ein Ritual, ein Moment, Kraft zu tanken und Trost in der Not zu finden dort in Dörfern und Städten erweitern sich die Verfügbarkeit und Vielfalten Lebens. Mitteln, doch der Zugang hängt von sozialem Status und Vermögen ab. Märkte bieten frisches Brot, Gemüse und gelegentlich Fisch oder Fleisch an. Man tauscht Waren oder tauscht sie, wenn möglich, und orientiert sich dabei in den Nuancen lokaler Preis und Bagage.
Reisende sollen Geschichten von Festen und Hungersenden Zeiten, in denen Reisenden die Tisch mit gebrattem Fleisch und zuem Gebäck füllten, an Seiten, in denen Hungersende dazu zwangen, oft wurzeln, Bieren und Sogerin zugreifen, Conservierungsmen sind, unerlässlich. Solls ist das which tixt Conservierungsmittel für Fleisch und Fisch und wöhnliche deren Haltbarkeit. Gerecht und gedreht Lebensmittel sind weit verbreitet. Man nimmt Gesselzins Schwein oder Rindfleisch, Trockenfleisch rein und Harks mit, der Diaries übersteht, Wasser oder Schweigsbier begleitet die Mahlzeiten, stillt den Durst und fördert die Werdung. Man nimmt vorsichtig, da man sich bewusst ist, dass während Wasser Krankheiten verursachen kann. Bier ist zwar alkoholarm, aber oft sicherer zu trinken und liefert Kalorien. Unterwegs wird nur selten gekocht. Ein kleines fewer oder ein. Tragbar fewer Stelken zum Erwärmen von Speisen oder zum Kochen von Wasser verwendet werden. Aber brennstoffnachher schrinkt die sein. Man ist oft kalte Mahlzeiten und verlässt sich auf die konservierende Vorrat. Krügüter und Gurs sind zwar wertvoll, aber seltener Luxus. Man nimmt vielleicht gedreht Krügüter mit, Speisen zu würzen oder ihnen medizinisch wirken. Zu Wörlehen, Petersilie, Thymian, Rosmarin und bietet so kleine Freuden in einer strengendet. Essen wird oft gemeinschaftlich gegessen. Lagerfeuer oder in Gasthusen teilen Reisend, wo sie haben, brechen gemeinsam Brot und tauschen Geschichten aus. Dies Momente stärken die Bindung und bieten Erholung. Man lernt die symbolische Bedeutung von Essen kennen. Brot zu teilen bedeutet Freundschaft und Vertrauen. Gastfreundschaft abzulehnen kann verletzen und isolieren. Ein Rangsinchen, oft religiös motiviert, beeinflussen die Essenswahl. Fassen in der Fastenzeit oder der Verzicht auf bestimmte Fleischsorten und Feiertagen. Prägen die Mahlzeiten der Reisenden. Man respektiert dies Bagage und passt sein Rang entsprechend an. Nahrungsknappheit und Hunger sind ständig Sorgen. Ein verpasster Markt oder ein schlechter kann dazu führen, dass man täglich mit knappen Rationen auskommen muss. Man erkennt die Anzeichen von Unterernährung, Müdigkeit, Schwitz, Reisbarkeit und Blut ihnen so gut es geht vor. Kochtechniken variieren regional. In manchen Gegenden sind ein Topf und Grundnahrungsmittel, in anderen überwiegend Gebratin oder Gebäcken Speisen. Man passt sich der lokalen Küchen, manchmal mit Beklommenheit, oft aber auch mit Neugier. Man erinnert sich an ein gemeinsames Essen mit Bauern, einen einfachen Eintopf mit Wildkräutern und Wurzelgemüse, dazu knuspriges Brot. Die Gastfreundschaft hat einen mehr erwärmt als das Essen. Essen und Trinken sind auch eng mit dem sozialen und spirituellen Leben verbunden. Segensbrüch für den Mahlzeiten. Erntedankfest und gemeinsam Fest prägen den Kalender und starken die Ziel. Die langsam mittelalterlich resurfert Flexibilität und Einfallsreichtum. Bei der Beschaffung und Zubereitung von Nahrung. Dein Rucksack, obwohl leicht, trägt die Last der Belebens, gust mit Erinnerungen und Hoffnung. Wenn du ein Stück Hartskort an dem Wasser nimmst, geniert du sowohl die Nahrung als auch den beständigen menschlichen Geist, der dich. Begleitet Dr. Wakefoot weiter, schlängelt sich durch Felder und Wälder und trägt dich mit festen Schritten und neuer Kraft vorwärts. Die Morgenson scheint sanft durch die Blätter, wenn du aus deinem unruhigen Schlaf erwachst. Bereit, den langsamen, stetigen Rhythmus deiner Reisen 13. Jahrhundert fortzusetzen. Hüt kreisen den Gedanken die Werkzeuge und Technologien, die
obwohl nach modernen Mostben einfach. Das Reiseerlebnis mittelalterlicher Reisende tiefgreifend geprägt haben. Die Utensilien, die du trägst, die Kleidung und die kleinen Annehmlichkeiten, auf die du dich verlässt, sind allesamt Produkt eines über Jahrhundert verfeinerten Handwerks und Wissens. In Mischung aus Wegmügert, Einflussreichtum und kultureller Tradition. Dein Gepäck ist schlicht, aber sorgfältig zusammengestellt. In Ledertaschen füllt den wichtigsten Habseligkeiten, Trickenern, ein kleines Messer, einen Holzkamm, Nadel und Fäden für Reparaturen und einen Wasserschlauch aus Tierhaut. Jeder Gegenstand erfüllt einen Zweck. Ist ein wichtiges Teil der komplexen Puzzles der Lebens unterwegs. Die Kleidung ist mehrlagig und strapazierfähig. Den wohltoniger und die Leinen Unterwusch bieten Wärme und Atmungsaktivität. Abgenutzt. Lederstiefel schützen den für anwegsamem Gelände und versteckten Gefahren. Ein Mitwachs oder imprägnierte Kopfsendmental schützt sie vor Regen und Wind. Sie haben gelernt, Riss zu flicken und mit Einwirkung zu verstärken, wodurch die Lebensdauer ihrer Kleidung über monatelang reißen wollen wird. WIRD.IHRE Werkzeuge sind multifunctional. Ein scharfes Messer schneidet Lebensmittel und Leder, schnitzt Holz und schützt vor Gefahren. Mit einem Führstein und Stolzit können sie Führer machen, das zum Wärmen und Kochen unerlässlich ist. Sie tragen eine kleine Holzschüssel und einen Löffel bei sich, praktisch und leicht. Für Essen und Trinken. Der Unterschlupf ist oft rudimentär. Sie tragen vielleicht den Jeffeltiet-Deck oder ein einfaches Segeltuch bei sich, Eis auf dem Boden ausbreiten oder daraus ein beweisliches Zelt zu basteln. Beim Zelten sammeln sie Gist und Butter, Windschutz und Bett zu bauen und lernen vom Land selbst. Navigationshilfen sind minimal. Ein Wegkarten oft handgezeichnet auf Pergament. Oder Markierungen früher Reisende markieren Weg. Und sicher zu Flugzeug. Sie verlassen sich stark auf Orientierungspunkt. Ihr Gedächtnis und die Ratschlitz der Einheimischen. Ein robuster, durchgebraucht glattgeschliffener Stab hilft dir beim Gleichgewicht und dient dir als Spazierstock. Wurf und Symbol deiner Reisidentität. In Städten und Dörfern bieten Handwerksbetriebe die Möglichkeit, den Ausrüstung zu reparieren oder aufzurüsten. Du besuchst Schuster, Schmied und Weber und tauschst Geld oder Arbeitskraft gegen Gepflichtstiefel, Geschäftklingen oder Frischkleidung. Diese Begegnungen erhalten nicht nur die Ausrüstung, sondern verbinden die Kultur mit der lokalen Wirtschaft und Gemeinschaft. Die Beziehung der mittelalterlichen Reisenden zur Technologie ist von ständiger Anpassung geprägt. Innovationen wie das Comet oder verbessert Reconstruction haben die Lassen erleichtert. Und die Geschwindigkeit dürft, doch der Weg bleibt anspruchsvoll. Du beobachtest die unterschiedliche Qualität der Strauen, manch sind in gewohnten Städten mit Kopfsteinpflaster gepflastert, und es sind blaue, wetteranfällig Feldweg. Communications mit Wachsversiegelt Brief. Zeichen der sicheren Reise oder Pilgerobzeichen sind von Bedeutung. Du schätzt diese Dokumente, denn sie können Gastfreundschaft oder Schutz für den Behörden gehören. Du lernst zu improvisieren und verwendest natürlich Materialien für Reparaturen und Komfort. Rind dient als Schienen, Mus als Polstern und Grüße als Betzig. Das Wissen dies einfachen Technologien, das über Generationen weitergegeben wird zu deinem Lebenswerkzeug. Das langsame Tempo mittelalterlicher Reisen wird von den Grenzen und Möglichkeiten der verfügbaren Werkzeuge geprägt. Du passt die Erwartungen und Pläne entsprechend und nimmst einen Lebensstil an, der den materiellen Realitäten entspricht,
Die Haltbarkeit und Reparierbarkeit deiner Besitztümer sind entscheidend. Du trägst Nadellen und Fäden, Flecken vor, den Kleidung und Werkzeug für einfach Tischlerarbeiten bei dir. Instandhaltung ist in fortlaufende Arbeit, in sorgfältige Arbeit, die den Reis unterstützt. Den Kleidung und Werkzeug signalisieren auch Identität und Status. Die Qualität deines Letters, der Schnitt deiner Tunika oder das Design deines Gürtels können vermutungen Beruf, Herkunft oder Reichtum oft kommen lassen, die Interaktionen unterwegs beeinflussen. Die wetterfestige deine Ausrüstung ist ein standardiges Anliegen. Du behandelst Leder mit Ellen, wickelst Stoff in Waagschalen und suchst Schutz, empfindlich Gegenstände zu schützen. Nas Gegenstände haben das Gewicht und die Unbekömmlichkeit und gefährden die Moral. Und Gesundheit dort hast du es geben, kommst du dich an die Ausrüstung, trocknest nass Kleidung, schleifst Klingen und packst deinen Rucksack. Dies Routine bietet Momente der Ruhe und Kontrolle inmitten der Unruhigkeit. Du beobachtest die Werkzeuge und Techniken anderer Reisende, tauschst Tipps aus und bewunderst Innovationen. Die strauest in lebendig Werkstatt in der Wissen, Waren und Geschichten zirkulieren. Historiker weisen darauf hin, dass mittelalterliche Reisen bemerkenswerten Einflussreichtum bei der Beurteilung materieller Herausforderungen bewiesen. Ihr Werkzeug und Kleidung spiegeln ein tiefes Verständnis für Umwelt und Notwendigkeit wider. Du fühlst dich diesen anonymen Handwerkern und Flicken verbunden, deren Handarbeit in das Gewicht deiner Reis eingewoben ist. Wenn du deinen Mantel saschnest und den Stiefel festziehst, nimmst du die greifbaren Hilfsmittel an, die dich tragen, die einfachen Technologien, die hört in Ausdauer verwandeln. Der Weg liegt für dir lang und kurvenreich. Aber du schreitest voran, gerastet und bereit. Geht abgenutzt not in Jeeds. Polierte Werkzeuge sollten geschützt worden überleben und menschliche Kreativität. Du gehst weiter, ein Reisender, verbunden durch Materialität und Hoffnung. Die Morgensen lot sanft über den Horizont, rennt sie sich darauf vorbereiten. Ihr langsam reist durch die weitelweite Landschaft der Europas der 13. Jahrhunderts fortzusetzen. Hut schweifen ihr Gedanken zu dem komplexen System der Gastfreundschaft und Hilfe, das die mittelalterliche Straut durchzieht, die Gasthäuser Hospice. Klöster und die Großzügigkeit von Fremden, die müden Reisenden ihnen Ruhe, Nahrung und Zuflucht bieten. In einer Welt ohne moderne Annehmlichkeiten sind dies soziale Netzwerke der Fürsorge lebenswert, die nicht nur das Überleben, sondern auch den Rhythmus und das Erlebnis der langsamen Reise prägen. Der Tag beginnt mit der einfachen, aber wichtigen Frage: Wo finden Sie heute Nacht Schatz? Sie konsultieren Ihr Mental Card und erinnern sich an die standorte bekannte Gasthäuser und Klöster, die auf abgenutzten Pergamenten verzeichnet oder mündlich überliefert sind. Die mittelalterliche Strau ist ungleich mit Rastplätzen, übersät, manchvoller Handel und Komfort und ersparlich und karg. Und viel existieren noch immer nicht. Die Fähigkeit, einen sicheren Schlafplatz zu finden, entscheidet oft über den Erfolg einer Reise. Als du durch einem kleinen Dorf inmitten sanfter Hügeln gehst, empfängt dich der Duft von Holzrauch und frischem Brot. Du suchst das Rötlich. Gasthaus auf, ein Fachwerkhaus mit einem narrenden Schild, das im Wind schwingt. Drinnen sind der Gemeinschaftsraum von geplauderter Händler, Pilger und Einheimischen. Der Kamin glüht warm und der Duft von Eintopf vermischt sich mit dem würzigen Bier. Obwohl der Raum überfüllt ist und es nur wenig und einfach Betten gibt, bieten die Wärme und die Gesellschaft den kostbaren Erholung. Du tauschst meinen,
Platz auf einer gemeinsamen Pritsch im Bewusstsein der Kosten und der Bettenarbeit. Die Schlafräume sind oft eng, bieten wenig Privatsphäre. Und das Süßemensein wollen Menschen Tier unter einem Dach ist glitsch. Du lernst leicht zu schlafen. Oft die Geräusche und Bewegungen anderer zu achten und gleichzeitig sorgfältig auf den Habseligkeiten aufzupassen. Hospice und Kloster bieten ihn an der Art von Zuflucht oder des spirituellen Trosts an. Der körperlichen Fürsorge dies von manchen und nonnen gefällten Einrichtungen, die sich dönste nicht verpflichtet fühlen, öffnen ihr Touren für Pilger und Bedürftig. Hier steht es einwegs eben nahrhaft Essen sowie es Wasser und manchmal auch nur in rudimente medizinische Versorgung. Der ruhige Rhythmus von Gebeten und Gessengen spendet Trost und bietet die Möglichkeit, Körper und Geist zu HEILEN. Die Regeln und begünstigte Gastfreundschaft variieren stark. Manche Gasthäuser sind für ihr Großzügigkeit bekannt und sind streng und profitorientiert. Man muss sich in die lokalen Gepflogenheiten halten, angemessen grün und manchmal Geschenk oder Geld anbieten, sich ganz zu sichern. Die Sprache der Gastfreundschaft ist subtil und komplex. Gehoben aus gesellschaftlichen Erwartungen und gegenseitiger Abhängigkeit. Die Gefahren der Banditen, Tier, Krankheiten machen dies oder so mehr als nur Annehmlichkeiten. Sie sind so Flutsort, und denen die körperlichen und seelischen Belastungen der Reisens gelindert werden können. Du wirst Zug von Taten der Gut, die deinen Glauben und deine Menschheit wiederherstellen. In eine heimische Frau, die einem Hungrigen kein Brot anbietet, ein Gastwirt, der einem kranken Reisenden Obdach wird, Pilger, die Geschichten austauschen, und sich im Lager für Würmen. Doch Gastfreundschaft birgt Risiken. Überfüllt Ruhm können Krankheiten begünstigen. Und der Umgang mit Fremden kann Konflikt provozieren. Du bleibst wirksam und achtest auf die Gesundheit und deinen Besitz. Der gemeinschaftliche Charakter dieser Räume fördert Geduld und Diplomatie. Das Wetter beeinflusst den Wohl der Unterkunft. Starkrücken treibe tätig dazu. Frühzeitig Schatz zu sacken, streng Winter machen Gasthäuser und Kloster zu wichtigen, Zuflucht sollten. Du passt deinen Zeitplan und legst manchmal kurze Strecken zurück, bekannte sicher Orte zu erreichen. Reisen bilden in diesen Orten temporäre Gemeinschaften. Verbundenheit, die dort gemeinsam und Geschichten entsteht, lindert Einsamkeit und bietet Unterstützung. Du lernst von anderen, tauschst Neuigkeiten aus und findest Gesellschaft in einem oft einsamen Leben. Astris Gastris der Sozialstatus BEIN FLUSST die Behandlung. Gleich und geistliche Halten möglicher was Privatzimmer oder in bessere Pflegen. Bauen und Kaufflut teilen sich Gemeinschaftsraum. Sie passen ihr Verhalten entsprechend und berücksichtigen dabei lokale Begabung. HIRACHIN. Das Gastfreundschaft der mittelalterlichen Straut ist ein Flickenteppich aus Wohltätigkeit, Handel und Tradition. Es spiegelt die Wert und Verletzlichkeiten der Gesellschaft wider, der es dient. Historiker weisen auf die entscheidende Rolle religiöser Institutionen. Bei der Bereitstellung von Fürsorge und Trost sowie auf die wirtschaftliche Bedeutung wollen. Gasthäuser und Märkten erscheinen dort sie tragen Erinnerungen und Wohlfühl. Gemeinsam Mahlzeiten und Stillgebet in sich, kleine Wesen inmitten der Langen. Anzukehren MEILEN. Die langsam wird von diesen Momenten der Zuflucht unterbrochen. Die sie daran erinnern, dass Reisen nicht nur ein physischer Akt, sondern in menschlicher Erfahrung ist dort als sie sich darauf vorbereiten, das Dorf zu verlassen.
erfüllt sie Dankbarkeit für die Freundlichkeit. Ihr Tier wurden gefüttert und getrinkt. Ihr Gepäck ist gesichert. Der Strahl lockt und sieht sich weiter durch Felder und Wälder. Mit neuer Kraft und Hoffnung gehst du weiter auf die Reise. Jeder zurückgelegte Kilometer ist ein Beweis für Ausdauer und die Grüßigkeit von Fremden. Der langsame Weg schlängelt sich immer weiter, ein Weg voller Hurt und Menschlichkeit. Der Tag bricht eben den fernen Hagel an, rennt sie sich darauf vorbereiten, den langsamen, bedächtigen Rhythmus ihrer Reise. Durch die abwechslungsreichen Landschaften Europas der 13. Jahrhunderts wieder aufzunehmen, rennt sie ihren Rucksack schultern und ihr Tempo drosseln. Denken Sie an die zentrale Rolle von Kleidung und Textilien in Lebens mittelalterlichen Reisenden. Weit über den blauen Schatz für den Elementen hinaus sind Kleidungsstücke in komplex Sprache der Identität, des Wegwiggert und der Belebens. Gehoben aus den Fäden von Culture, Wirtschaft und UNWELT.IHre Eigenkleidung ist ihn. Sorgfältig ausgewählt Zusammenstellung, in Untertuniker aus Leinen, weich auf der Haut, in Obertuniker aus Woll in gedämpftem Rotbraun, dick Genjug, Kälte abzuhalten. Ebenleich Genjug für Bewegung, Lederstiefel, abgeschwätzt und verwittert von unzähligen Kilometern. Ein Umhang imprägniert mit Wachs und Wärmendem. Pelzbessets, Jeeds stark die spürende Reparatur, ein gefügter Elbigen. In Nackgenet not, ein abgenutzter Sohm, Sühnis der langen und beschwerlichen Reise. Kleidung im 13. Jahrhundert wird aus Natterfäßen, Woll, Leinen, Hanf, hergestellt, die je nach Verfügbarkeit und Eingang ausgewählt werden. Woll, geschützt für ihr Wärme und Wasserfestigkeit, ist das Grundstück von Reisenden und Bauern gleichermaßen. Leinen leichter und kühler, dient als Unterwäsche und Sommerkleidung. Die verwendeten Farbstoffe sind erdig, Indigo, Ocker, Krappert, Farben, die aus Pflanzen, Mineralien und Insekten gewonnen werden und durch Geographie und Handel begrenzt sind. Reisend müssen Haltbarkeit und Komfort in Einklang bringen. Kleidungsstücke werden in Schichten getragen, sich in schwanken Temperaturen und Wetterbedingungen anzupassen. Man passt seine Kleidung im Laufe der Tages an, in dem man Schichten ausschert. Oder hinzufügt, wenn die Sonne aufgeht oder Wolken aufziehen. Glück und Passform der Kleidung beeinflussen Ausdauer und Geschwindigkeit. Weshalb Auswahl und Pflege entscheidend sind. Reparaturen sind in ständig Notwendigkeit. Man tritt Modell und Fäden mit sich herum und lernt. Riss zu flicken und Belastung spannt zu verstärken. Die Kunst der Flicken ist praktisch und sparsam zugleich und bewahrt das, was man hat. In einer Welt, in der neue Kleidung ein seltener Luxus ist. Du beobachtest und reisend mit geflickten Kleidungsstücken und Tauschtechniken. Und Materialien aus, Schuhe sind besonders wichtig. Lederstiefel schützen vor unwegsamem Gelände. Wasser und Kälte nutzen sich eben schnell ab. Wenn möglich, besorgst du Schuster in Städten und tauscht Waren oder Münzen gegen Neubesoldung oder Reparaturen. Abseits der Zivilisation improvisierst du, bindest den Few mit Stoff oder Rind ein, und den Schritt abzufedern. Kopfdeckungen erfüllen, mehrere Funktionen, Schutz vor Sonne und Regen, Wärme und Sittsamkeit. Du trägst den Einwegleinenhaub unter deiner Kapuze, deren Stoff sich weichen Haar und Haut anschmiegt. Exzess was Gürtel. Beutel und Handschuhe sind praktisch Hilfsmittel, wichtig den zu transportieren und dahin für den Elementen zu schützen. Ein stabiler Gürtel hält Messer und Beutel.
Rennt Handschuh die Finger bei mühsamen Arbeiten schützen. Kleidung signalisiert auch sozialen Status und regionale Identität. Du achtest darauf, wie deine Aussehen Interaktionen beeinflusst und wollst diese gepflegt Kleidung. Ein Mann wünscht Aufmerksamkeit zu vermeiden oder gegen Low-Quality zu verstehen. Asterisk das WetterBEIN-FLUSST die Kleidungswohl stark. Regen erfordert wasserdick Schichten, der Winterwirling nach Pelzwatte und dickeren Stoffen. Sie sammeln und transportieren Einwegmaterialien, Walks, tierisches Fett, und Kleidungsstück zu behandeln und die wasserfestigt zu verbessern. Waschen ist selten und eine Herausforderung. Sie waschen ihr Kleidungsstück, wenn möglich. Oft in kaltem Wasser und trocknen sie im Waschen oder Seilen. De Gerrit von Roach. Schwei und Erd haftet in der Kleidung. Teil der Reiserlebnisses. Die wirtschaftliche und kulturelle Dimension von Textilien ist enorm. Handelsrouten transportieren Feinseide, Woll und Leinen über Kontinente. Rend Low-Quality-Werkstätten altig Stoff herstellen. Sie erblicken Handler, die Stoffbollen in leuchtenden Farben ausstellen, die einen starken Kontrast zu ihrer bescheidenen Kleidung bilden. Sie erfahren von Aufwandsgesetz, Regeln, die Regeln, wo bestimmt Farben oder Stoff tragen darf. Die Sozialhierarchien widerspiegeln und den Status stärken. Reisende, die Regionen durchgehen, müssen dies Vorschriften sorgfältig beachten dort die langsam strau öffentliche Kleidung, die vielseitig, strapazierfähig und anpassungsfähig ist. Du passt und flickst und erträgst jeder Stitch ein kleines Sieggeber die strapazende Ries. Die Vollbeverbindung zu deiner Kleidung, raui Woll auf der Haut, abgenutztes Leder in deinen Füßen, dir inmitten der Ungerheit. Holt, renn du unter einem sich wärmenden Himmel gehst. Wird die Kleidung zu Rüstung und Identität zugleich, zu stillen Begleiten auf der langen Ries. Du schreitest voran, eingeholt in Schichten von Geschichte, Kultur und Überleben. Die langsam Ries geht weiter, gehoben aus fettender Ausdauer und der menschlichen Einflussreichtums. Das Morgenlicht ergeht sich sanft über die sanften Hügel, rennt sie sich darauf vorbereiten. Den langsamen, unerbittlichen Wege ihrer mittelalterlichen Riesen out anzutreten. Hüt denken sie in die Bedeutung von Kameradschaft und sozialen Bindungen unter Reisenden. Ein entscheidendes Element, das Erlebnis, die Sicherheit und den Geist derer Punkt, die langen Strauen der 13. Jahrhunderts beswingen. Reisen in dieser Zeit ist selten in einsam und Gelegenheit. Sie befinden sich in der Zeit von Kaufleuten, Pilgern, Booten und Wanderern. Jeder mit seinen eigenen Geschichten, Figurten und Zielen. Gemeinsam bilden sie flüchtige Gemeinschaften, verbunden durch gemeinsam not in gegenseitig Bedürfnis. Die Anwesenheit von Gefährten bietet mehr als nur praktisch Hilfe. Sie ist balsam gegen Einsamkeit, ein Quell der Ermutigung und ein Mittel zum Austausch von Wissen und Kultur. Ihr Riesengruppe kann aus verschiedenen Personen bestehen. Einem erfahrenen Kaufmann, der mit den Handelsrouten vertraut ist, einem frommen Pilger auf der Such nach spirituellem Trost, einem Handwerker auf dem Weg zwischen den Staaten oder einem heimkehrenden Soldaten. Jeder Einzelne bringt einzigartige Figurten und Perspektiven ein und bereichert das gemeinsam. Ja, Lebnis. Die Dynamik innerhalb dieser Gruppen ist empfindlich. Verunsichert sich oft von selbst. Jemand mit Navigationsschick, Ortskenntnis oder dem Vertrauen anderer. In Skytlingen Eberroute, Ruhepausen und Ressourcenwertung werden besprochen und ausgehandelt. Was Diplomatie und Respekt erfordert,
get out of geben erleichten die Arbeit. Man erkennt abwechselnd die am Geben, bot das Lager auf, breitet. Mahlzeiten zu und kammert sich und die Tier. Zusammenarbeit earth Effizienz und Sicherheit. Kameradschaft bietet dort Schutz. Banditen und Wildtier stellen ihn ständig Bedrohung dar. Und ihn Grupp ist weniger verwundbar als ein Einzelner. Reisende geben sich gegenseitig den Rücken frei. Teilen Waffen und wohnen für GFAHRIN.am Lagerfeuer erzählt man Geschichten. Von fernen Ländern, heiligen Reliquien und persönlichen Triumphen. Dieses langen Unterhalten und Bilden geben kulturelles Wissen weiter und starken die Bindungen. Humor und Gesang erleichtern die Reise. Witz, Ritzel und Balladen machen die Rund und bieten Erholung von Müdigkeit und Angst. Sprachend, Dialektunterschied erschweren manchmal die Kommunikation. Doch gemeinsame Verlangen über Bekannt graben. Gesten, wiederholen und Geduld fördern das Verständnis. Gelegentlich kommt es zu Konflikten. Temperamentskonflikt, Konkurrenz und Ressourcen oder kulturelle Missverständnisse. Du lernst, mit diesen Spannungen umzugehen und Harmonie Zwietracht zu stellen. Vertrauen ist zerbrechlich, überlebenswichtig. Du verlässt dich auf Gefährten, die dir Sicherheit und Hilfe bieten und im Gegensatz Loyalität und Unterstützung bieten. Kaiserlich Freundschaften halten oft über die Reise hinaus. Brief und Besuche halten die Verbindung. Du begegnest Pilgergruppen. Die zu heiligen Städten reisen, deren soll mit jedem weiteren Pilger anwächst. Die Pilgerreise selbst ist sowohl in sozial als auch in spiritueller Erfahrung. Du findest Trost in der Routine der Gemeinschaft, den vertrauten Stimmen, den gemeinsamen Mahlzeiten und den gemeinsamen Gebeten. Isolation bleibt ein Risiko, insbesondere für Alleinreisende, die auf Glück, Vorsicht und gelegentlich Freundlichkeit von Fremden angewiesen sind. Den eigenen Geschichten und Erfahrungen tragen zu diesem Netzwerk aus gemeinsamem Wissen und Erinnerung bei.GEMINSAM bildet. Ihren bewegt Gemeinschaft, einen Mikrokosmos mittelalterlicher Gesellschaft in Bewegung. Das langsame Tempo der Reisens lässt Beziehungen verschiffen. Geduld wachsen und menschliche Verbindungen geht einher. Du schöpfst Kraft nicht nur aus deinem eigenen Willen, sondern auch aus dem gemeinsamen Geist derer, die dich begleiten. Der Wege streckt sich für dir und lädt dich ein, weiterzugehen, nicht allein, sondern als Teil einer größeren Reise. Jeder Schritt vorwärts ist ein Beweis für Widerstands wichtig. Zusammenarbeit und die anhaltende Kraft der Kameradschaft. Du gehst weiter mit ruhigem Herzen, umgeben von den Stimmen und der Gegenwart deiner Mitreisenden. Die langsam Reise entfaltet sich wie ein Wunderpitch gemeinsamer Menschlichkeit, Fäden, verfäden aus Freundschaft und Vertrauen gehoben. Du erwachst in sanften Licht der Morgendämmerung, das durch die Worte fällt, und dich herumklingen die vertrauten Geräusche der Landschaft. Rennt du dich auf den langsamen Marsch durch das mittelalterliche Europa vorbereitest. Kreisen den Gedanken dies Abteil. Überwichtig Rolle spirituellen Glaubens und Rituals auf diese Reise. Im 13. Jahrhundert ist der Globe tief in den Alltag und das Reisen verwoben. Und prüft nicht nur den Dankweis, sondern auch die Ritual und Praktiken, die den Weg kennzeichnen. Die Pilgerfahrt. In zentrale Reisform dieser Zeit verwandelt körperliche Bewegung in spirituell Search. Du trägst ein kleines Holzkreuz oder einen Rosenkranz, Symbol deiner Hingabe an Dienstschatzes. Unterwegs besuchst du Schreine und Kapellen, heilst den Wegcruisen in, zu beten, und bittest den Segen deklarest, dies Handlungen spenden Trost. Voran und geben Sinnhaftigkeit inmitten der Ungerechtigkeit,
religies ritual prägen deinen Tag, Morgengebet die Reis zu segnen, mit Psalmen den Geist zu starken, abendlich Betrachtungen Ruhen Vögelbang zu sacken. Der Rhythmus der Göttlichen spiegelt den Rhythmus der Reisens wider verbindet Körper und Seele. Heilige Reliquien und Pilgerobseichen haben ihn tief bedeutet. Vielleicht erhalten sie ein Andenken aus dem Schrein eines Heiligen, das sie als Talisman gegen Unheil und als Zeichen ihres Glaubens tragen. Solch Gegenstand starken die Verbindung zu fernen heiligen Städten und Mitpilgern. Fassen und Abstinenz prägen ihren Rang und ihre täglichen Gewohnheiten und starken Disziplin. Und Spiritual Concentration. Dies Praktiken fordern. Ihr körperliche Ausdauer heraus, starken aber auch ihre Entschlossenheit. Die Anwesenheit von Geistlichen auf der Reis bietet sowohl spirituell als auch praktisch Unterstützung. Priester und Mönch spenden Sakramente, segnen und führen. Ihr Rolle als Vermittler zwischen der göttlichen und der sterblichen Welt ist lebenswichtig. Kirchen und Kloster entlang der Wege dienen als Zentren der Gastfreundschaft und Zuflucht. Im Mauern holen von Gessingen und Gebeten weiter und bieten müden Seelen einen Zufluchtsort. Sie beobachten, wie der Glaube Interaktionen beeinflusst, taten den Lieb. Gastfreundschaft und Gut sind oft von religiöser Pflicht motiviert. Aber Glaube und Volksglauben koexistieren mit orthodoxer Religion. Reisende tragen Amulett, rufen den Schutz von Heiligen und achten auf Omen, Zeichen der Natur, die als Botschaften Gottes interpretiert werden. Die Grenze zwischen Heiligem und weltlichem verschwimmt auf der Reis. Geht not in jeder Segen, wird durch die Linz der göttlichen Willens betrachtet. Du wirst zu regional eins egartige Ritual, Possessionen, Feiertage, Fest lockerer Heiligen, die der Reis Joels in bessen der Notwelle hen. Religiös Konflikt und Reformen prägen das soziale Umfeld und beeinflussen Routen und Sicherheit. Pilgerwege verbinden weit entfernt Gemeinden und bilden Netzwerk der Glaubens und der Handels. Historiker diskutieren über das Gleichgewicht zwischen persönlicher Hingabe und institutioneller Kontrolle in der mittelalterlichen Spiritualität. Sind sich Jedekal über den tiefgreifenden Einfluss auf das Reisen einig? Dein eigener Glaube bietet Kraft in Momenten des Zweifels und des Schmerzes. Du lernst Gebet und Hymnen auswendig und findest Trost in ihrer Wiederholung. Spirituell. Praxis stark das Durchhaltvermögen. Schenkt Hoffnung und lässt die Reis zu einem heiligen Unterfangen werden. Wenn du vorwärts gehst, lud dich das Fernguten einer kirchlich zum Nachdenken und Danken ein. Der Weg geht weiter, sowohl physisch als auch spiritual. Ein langsamer Schritt und tiefe Bedeutung. Den Reis ist ebenso von Ziel wie von Körper geprägt. Geprägt von Glauben und Ausdauer. Du gehst weiter im Einklang mit Herz und Geist, auf sichtbar und unsichtbar Seele zu. Das Licht däffern morgens fällt sanft durch das Butterdach, rennt sie sich darauf vorbereiten. Ihr langsam, stetig Fahrt auf der dschundernden mittelalterlichen Strahl fortzusetzen. Ihr Gedanken wandern zur komplexen Wirtschaft. Der 13. Jahrhunderts zu Handel, Rang, Märkten und Tauschhandel, die den Lebensunterhalt von Reisenden und Einheimischen gleichermaßen sicherten. Dieses wirtschaftlich gepflegt nicht nur, was sie mit sich führen und kaufen, sondern auch ihre Routen, die Orte, in denen sie Halt machen und die Besserungen, die sie napfen. Die Rang dieser Seite ist ein Flickenteppich, Mansen, aus Silber, Gold und Kupfer, geprägt von verschiedenen Kleidreichen, Fürstentümern und Städten. Sie tragen kleine Silberpennies bei sich.
Die Wegen ihrer relativen Stabilität und Akzeptanz geschätzt wurden, aber sie sind sich bewusst, dass nicht alle Menschen gleich sind. Sie müssen wirksam sein und die Qualität und Rechtmäßigkeit prüfen, sich verforschen oder entwerteten Menschen in Acht nehmen. In manchen Gegenden, insbesondere in ländlichen Regionen mit geringem Menschenlauf, ist Tauschhandel nachweislich. Mord sind pulsierende Handelszentren voller Handler, Bauern, Handwerker und Reisende. Hier treffen waren aus Nahand, fernoffeinander, Wollstoff aus England, Gurs aus dem Mittelmeerraum, Souls aus tief unter der Erde liegenden Minen und Wohner vereinen Schmieden gefertigt Eisenwerkzeug. Du beobachtest die lebhaften Verhandlungen, das Heben und Senken der Stimmen, das Wiegende Wehren aufwogen, die von truen Händen ausbalanciert wurden. Falschen öffnet Fingerspitzingel und Wissen. Du lernst den Wort von Wehren, Getreid, Koks, Stoff einzuschätzen und Angebot zu machen. Die Quide beleidigen noch beurteilen. Die Kunst der Verhandeln ist ebenso wichtig wie die Wehren selbst. Und ein Scharfsinn und ein schneller Verstand können dir besser Geschäft sichern. Handelswitch beeinflussen deinen Weg. Strauen, die wohlhabend Stadt oder Pilgerstätten verbinden, sind stärker befahren und besser instant gehalten. Du willst deinen Weg sorgfältig und wiegst Sicherheit, Geschwindigkeit und Möglichkeiten ab. In kleiner Hauptstrain sind Mut geboren und seltlich, die von lokalen Herren oder Gemeinden erhoben wurden. Dies geben unterstützend Infrastruktur und Ordnung, dahin eben Dienos geben. Du wirst sich der Verwendung von Krediten und Schulden, Geldverleihe und Händlervergeben Kredit. Oder akzeptieren Schuldschein wodurch komplex Finanzbeziehungen entstehen. Vertrauen und Ansehen sind in Rang anderer Art entscheidend in einer Welt. In der Wirtschaftsaffäre und soziale Ansehen beruhen. Menschen tragen Symbole der Autorität, kein Age. Heilig oder heraldisch Symbole und signalisieren, matcht und legitimate. Du erkennst dies Bilder und verstehst die Rolle bei der Kontrolle von Handel und Reisen. Mögt dienen auch als sozialen Notenpunktorte in denen Nachrichten. Ideen und Kulturen aufeinander treffen. Du statt auf exotisch wären und fremd, sprachen und erweiterst so dein Verständnis der Welt. Du forst begrenzt die Wären für den Handel mit Kleinlagsgüter oder lokale Spezialitäten, die anderswo besser Preise erzielen könnten. Dieser Handel ergänzt dein Einkommen und sichert den Ries. Konjunktur schwankt beeinflussen das Reisen. Missenten. Krieg oder politische Instabilität können Routen schließen oder die Marktaktivität beeinträchtigen. Du passt dich an, suchst nach alternativen Wegen oder versorgst den Ries. Du lernst die lokalen Handelsbetriebe kennen, Senden, Steuern, Sanftordnungen und Marktage. Die Einhaltung der Regeln vermeidet Bügelder und Konflikt. Die mittelalterliche Wirtschaft ist ein lebendiges Netzwerk der Austausches, geprägt von sozialen, religiösen und politischen Bedeutungen. Du erlebst heute das Zusammenspiel von Reichtum, Überleben und menschlichem Ehrgeiz auf der langsamen Straße. Historiker diskutieren über das Auswirk der Marktintegration und des Geldenlaufs. Sind sich über ihr entscheidende Rolle im mittelalterlichen Leben einig. Den Ries geht weiter. Jedes gegeben Manns und jeder Handel befördert einen Fäden im weiten Geflecht von Handel und Reisen. Du schreitest voran, bewusst dem empfindlichen Gleichgewicht zwischen Risiko und Ertrag. Notwendigkeit und Chance, der Weg entfaltet sich, geprägt von Handel und menschlichem Streben und folgt dich stets weiter. Sie erwachen in der sanften Wärme der Morgendämmerung. Ließ es Vogelgezwitscher durchhielt die frisch Morgenluft.
Die Straußschlängelt sich weiter Dirchwalder an der Feenfelder und trug den langsamen, eberstädtischen Rhythmus ihrer Ries. Im 13. Jahrhundert wenden sie sich der tiefen und subtilen Kraft der Geschichten zu, den Mythen, Legenden und das Langen, die Reisende unterwegs teilen und die ein Reichsgeflecht aus Culture, Identität und Erinnerung. We ben dorthin, eine Welt und Printmedien und Massenmedien herricht die mundlich Überlieferung. Geschichten sind die Werke von Geschichte, Moral, Humor und Vorsicht und werden von Generation zu Generation weitergegeben. Lagerfeuer. Auf Dorfplätzen und in den engen Gassen von Gasthusen. Als Reisende werden sie Surer und Erzähler. Zugleich nehmen die Geschichten aus fernen Ländern in sich auf und tragen ihre eigenen Erfahrungen zu. Die sind lebendigen Archiv bei. Die Geschichten sind vielfältig. Von den Heldentaten von Heiligen und Helden über die Listigen Trickster bauen bis hin zu den geflüsterten Warnungen aus verwunschenen Walden. Sie unterhalten, belehren und verbinden Gemeinschaften. In gut Geschichte kann die Ries erleichtern, mit machen oder wertvoll Lektionen über die Gefahren und Wunder der Strau lehren. Sie erinnern sich, wie sie mit anderen Reisenden unter einem sternen klaren Himmel soaren, das Nesten Feuer, wo flackern Schatten, rennt ein alte Geschichtenöse die Geschichte eines Ritters auf der Such nach einer, verlorenen Reliquie zählt. Saints dem Schwollen und ab und multilebendig Bilder, die sie weit weg von der Kolfen, Nachtluft entfernen. Die Geschichte endet mit Gelächter und Applaus. Das gemeinsame Erlebnis ist balsam für die Müdigkeit. Geschichten sind tief in der lokalen Landschaft und Geschichte verwurzelt. Jedes Dorf hat seine eigenen Legenden von Heiligen, die Wunder, Vollbrachten von Banditen, die Wilder heimsagten, von jurelten Schlachten unter längst vergessenen Hageln. Dieses Langen schaffen ein Gefühl von Heimat und Zugehörigkeit und verbinden sie mit Land und Leuten. Reiseselingen würmischen Fakten und Fiction und spiegeln Hoffnungen. Angst und kulturell wird weiter. Man lauscht dem Körnchen. Wahrheit inmitten der Ausschmückungen und versteht. Das die Geschichte von der Perspektive und Absicht der Erzählers geprägt ist. Humor spielt eine wichtige Rolle. With übertrichtet Leid. Listig Kaufleut oder tollpatschig Pilger beleben die Ries. Fördern die Kameradschaft und lösen Spannungen. Man lernt Rätsel und Sprichwörter. Die Weisheit in einprägsamer Form verinen. Worksuch für Soziale Interaktionen und geistig. BEWEG Lieder und Balladen begleiten das Geschichtenösen. Ihr Melodien holen Hügel und Täler. Dies Darbietungen erzählen oft von historischen Ereignissen oder romantischen Abenteuern, deren Refrains vielen vertraut sind. Religiös. Geschichten und Hagiografien inspirieren zu Hingabe und moralischer Reflexion. Es Langen von den Wundern der Heiligen bekräftigen den Glauben und geben Hoffnung. Manche Geschichten dienen als Warnungen, warnen das Langen vor Gefahren, die auf dem Weg lauern, von tückischen Gelände bis hin zu betrügerischen. Erfahre in dort du beobachtest, wie sich Geschichten mit jedem Erzählen werden und weiterentwickeln und so den Wandel der Zeit und der Publikums widerspiegeln. Dies Dynamik hält Traditionen lebendig und relevant. Die mundliche Kultur der Strau fördert die gemeinsame Identität unter Reisenden und verbindet unterschiedliche Menschen. Durch gemeinsames Langen, du bringst deine eigenen Erfahrungen, ein anderes Teil der sich in vollständigen Geschichte. Historiker erforschen dies mundlichen Überlieferungen, um mittelalterliche Denkweisen und Sozialstrukturen zu verstehen. Doch die Wirklichkeit der Sprache erst wird deren Bewahrung.
Du schaffst die Geschichten als Begleiter, als Wegweiser, unterhalten und Spiegel der menschlichen Existenz. Rurend du Gest, vermischen sich die Stimmen der Vergangenheit hand. Gegenwart in deinem Kopf, ein Chor aus Erinnerung und Wurst der Langskraft. Die langsam Ries ist nicht neuen Ries durch den Raum, sondern durch Geschichten, Groben, geteilt und Gelebite. Du schreitest voran und tragst das Urbanselige. Stimmen neben deiner eigenen. Die Strauer streckt sich für dir in lebendiges Ling. Gefilmt von Fuhren und Worten. Das Fehel liegt der Morgendämmerung sickert sanft durch den Morgenhimmel. Rennt sie sich auf einen weiteren Tag auf der Langsamen. Kurvenreichen Strau durch das Europa der 13. Jahrhunderts vollbreiten. Ries war lang und geprägt von den Facetten von Landschaft, Gesellschaft, Glauben an die Beleben. Hüt wandern ihr Gedanken zu den Stillen, oft passierenden Ritualen und Rhythmen, die das Reiseerlebnis prägen, die täglichen Routinen, Gewohnheiten und kleinen Zeremonien, die Körper und Geist in der Angeurkeit starken. Sie erwachen früh, bewer die Sonne wohlständig aufgegangen ist. Wenn die Welt noch still und kalt ist, ließ denn sie auf und kommen sich sost mehr Tier. Ihr Wohlbefinden steht an erster Stelle. Frisches Wasser, in sorgfältig Untersuchung auf Verletzungen und in Handel vorbereiten sie auf die. Takes Ries vor, ihr gleichmäßiger Atem und ihr geduldige Anwesenheit spenden Trost. Und während sie im Rhythmus der Fürsorge und gegenseitigen Abhängigkeit. Körperhygiene ist ein Ritual, das sowohl notwendig als auch herausfordernd ist. Sie waschen Gesicht, und wenn möglich, mit kaltem Wasser und wischen den Schmutz der Ries mit einem Touch ab. Der Duft von Erd und Wasser vermischt sich mit dem Schweiß der Anstrengung. Auch wenn man selten bedeckt, erfrischen dies Momente der Sauberkeit Sinn und Geist. Die Kleidung ist dem Wetter angepasst. Ein Leinenhemd unter einer Wolltunika, ein gefalteter umhangsam Schutz für der Morgenkilt oder der Mittagessen. Kleinres wurden mit Geutenhanden repariert und der empfindliche Stoffpanzer, der für den Elementen schützt, wird so verstärkt. Das Frühstück ist einfach, ebenwichtig. Altbackinsbrot koks wie leicht ein Stück gepickeltes Fleisch. Dazu Wasser oder Schweigs Bier. Langsam ist man, geniert die Nahrung und bereitet sich mental auf die bewusste Hände Kilometer vor. Das Brechen der Brots ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. Es ist ein Moment der Achtsamkeit inmitten des Strapazen. Das Packen der Habseligkeiten wird zu einem bewussten Prozess. Man organisiert den Rucksack, sickert säuberlich Gegenstand und verteilt das Gewicht gleichmäßig. Der Stab wird auf, stabilit geprüft, die Stiefel festgesetzt, bevor sie aufbrechen. Führen sie ein kleines Ritual durch, wie leicht ein geflüstertes Gebet, einen Moment der Dankbarkeit oder in ruhig Dehnung, um die Muskeln zu wecken. Dies Gesten geben ihnen Halt und fördern Konzentration und Ruhe. Der Weg selbst verlangt Aufmerksamkeit. Sie wollen ihr Schritt sorgfältig und achten auf Unebenheiten, versteckt Hindernis und die Bedürfnisse ihrer Tiere. Ihr Sinn bleiben, wirksam für die Geruch und Duft der Umgebung, das Rascheln der Butter, den Ruf der Wegel, das Fern Gemurmel eines Dorfs, Reisende entwickeln Gewohnheiten, mit Müdigkeit und Monotonie umzugehen. Rhythmisches Gehen, Schrittsglen, Melodien summen oder Gebiet resitieren schaffen Mentalstrukturen, die sie durch Langstanden tragen. Sie beobachten den Luftertüch, der nicht von Uhren, sondern von Licht und Schatten, Temperatur und natürlichen Zeichen geprägt ist. Der Sonnenbeginn leitet ihr Bewegungen. Die Sterne bieten Orientierung in der Nacht. Pausen sind Momente der Erholung und der Rituals.
Sie sitzen und bekämen, denen ihr Muskeln und Teilen Essen mit ihren begleiten. Dies Pausen geben neue Kraft und starken Sozialbindungen. Der Rhythmus von Tag und Nacht bestimmt dein Tempo. Mit Einbruch der Dämmerung verlangsamt sich die Reise. Fewer werden in Fakt und Mahlzeiten zubereitet. Der Abend ist die Zeit der Besinnung, der geschickten Ersens und der Wandpflicht, sowohl körperlicher als auch seelischer. Der Schlaf ist oft unruhig. Unterbrochen von Geräuschen oder Unbehagen bietet aber Erholung. Decken und Bettzeug werden sorgfältig hergerichtet, Tiers sind in der Inkante gebracht. Du lernst, leicht und stets bewusst zu schlafen. Die stillen Ritual geben Struktur und Sinn und verwandeln die rohe Veranda not in ihn. Gelobte, nevidgeber realit, die langsam resurfete Geduld, Achtsamkeit und Anpassungsfähigkeit, Eigenschaften, die durch Wiederholung und Reflexion geschöpft werden. Du findest Trost in den kleinen Routinen, die dienlich und inkt prägen. Rend, du dich auf deinen nächsten Aufbruch vorbereitest, trägst du die Gesammelte Weisheit unseliger Reisende mit dir. Die dies which bereits gegangen sind, dort der Weg für dir bleibet lang und ungewiss. Aber dein Geist ist gefestigt. Mit ruhigem Atem und festem Schritt gehst du weiter, verwoben in, denn in bloßen Fäden menschlicher Ausdauer. Die langsam Reise entfaltet sich. Jedes Ritual ein Stitch in Jeweeb der Belebens und der Hoffnung. Du gehst weiter, mit offenem Herzen, geschäften Sinnen, bereit, alles anzunehmen, was für dir liegt. Das Licht wird mit Einbruch der Dunkelheit sanfter. Die Schatten werden länger über dem ausgetretenen Pfad. Du verlangsamst deinen Schritt. Die Stillgeborgenheit der Dämmerung umhüllt dich wie ein vertrauter Mantel. Die Welt fällt sich, kleiner an, einfacher, aber dennoch voller Tiefe und haltender Präsenz. Dein Atem beruhigt sich, deine Muskeln entspannen sich, und der Gleichmeinrhythmus deiner Schritt wird zu einem Schlaflied, einem Hörschlag im Einklang mit der Erd unter die Eier dort du denkst in die langen zurück, und die Herausforderungen, die erlittenen Freundlichkeiten, die kleinen Momente der Freude und Entdeckung, die Wundertier neben dir, die gemeinsamen geschickten Lagerfeuer, die sanft Vorhang von Glob und Ritual, all dies Fäden verweben sich zu einem Wandteppich aus Ausdauer und Anmut. Rend die Nacht tiefe Word, sprankeln stern, den samtenen Himmel, fern und heiter. Du findest Frieden in ihrem stillen Licht, in Erinnerung daran, dass dies Reis sowohl weit als auch intimist und sich über die Strau hinaus in das Reich, der Traum und Erinnerungen erstreckt, ruht, jetzt aus im Wissen, dass jeder Schritt ein Sieg der Willens und der Geists war. Morgen wartet mit neuen Herausforderungen, aber auch neuen Möglichkeiten. Den Reis geht weiter, langsam und stetig, geprägt von Zeit, Widerstandskraft und dem beständigen menschlichen Herzen. Schließ die Augen, tief durch und lass die Strauß sanft in der Nacht verschwinden.